Guten Morgen beieinander. Schon wer da? Aber der Weibe auch. Morgen. Alles fit bei dir? Ausgeschlafen? Ich hoffe doch. Ich war am lieber im Bett liegen bleiben, sag oder was ist. Aber naja. Kannst du machen, nichts. Jetzt habe ich gestern quasi Resi 8 installiert. Und wir waren dann gestern Abend noch bei meinen Schwiegerleuten. So lala, bin ja immer noch leicht krank und gestern war ich ein wenig unterwegs. Merke ich halt wieder. Auwe, noch nicht besser. Dann hoffe ich, dass jetzt aber dann schon stark wieder bergab geht da bei dir. Ja, das Kranksein, das ist einfach nicht schön. Ich war gestern selber den ganzen Tag unterwegs. Also praktisch beim PC gestern eigentlich nur zum Installieren von Resi 8 eingeschaltet. Ja, mache ich vorher um 9 Speier auf, bumm, stürzt ständig ab. Der neueste Patch scheinbar schießt komplette Steam-Applikation, ich weiß auch nicht. Irgendwas mit dem DLC beißt sie da. Und ja, ich krieg's leider jetzt innerhalb von einer Dreiviertelstunde halt nicht hier 33 GB ober zum Lohnen. Und muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass ich das DLC dann überhaupt nicht spiele, weil ich es irgendwo nicht einsage, dass ich für 20 € oder 25 €, was ich gezahlt habe, ich weiß nicht mehr genau. Und ich sage es nicht ein, dass ich dann ein Spiel spiele, was nicht funktioniert. Das kotzt mir einfach an, sowas. Räuber Hotzenplatz, habe ich dir morgen. Deswegen werde ich wahrscheinlich, also das wird jetzt aktuell mein Stand der Dinge, vielleicht schaut das in ein paar Tagen wieder anders aus, werde ich Resi 8 DLC nicht spielen, weil ich das einfach nicht einsage. Ich gebe Geld für Apps aus, haben wir erst vor kurzem geredet, ich gebe Geld für Apps aus und es funktioniert halt überhaupt nicht. Und das ist halt Apps, was ich überhaupt nicht packen kann, sowas. Wenn es ein wenig verpackt ist oder was, hört mich kein Mensch nicht, aber Apps auf dem Markt zum Rotzen, was offensichtlich nicht komplett gut funktioniert, das kann ich nicht, das kann ich überhaupt nicht haben. Da bin ich sehr, sehr, sehr penibel bei sowas. Aber gut, das hilft jetzt eh nicht. Also eigentlich war ich um 5 nach 9 Uhr so, dass ich sage, ich sage jetzt Stream ab, weil es mir einfach abpisst. Aber ich habe mir dann gedacht, wir haben eh noch Spider-Man, da haben wir eh noch ein bisschen was zum Tor. Und ja. Wenigstens traue mich wetten, dass God of War nicht so verpackt ist am Anfang. Dass das einfach, das kommt und das funktioniert. Punkt. Das wird dann am Mittwoch unsere Mission werden. Aber gut. Was im Platz ist fit bei dir? Schauen wir mal. Ich hab offstream ein bisschen was gemacht. Also das heißt ein bisschen was. Ich habe eigentlich nur ich habe die Forschungsstationen abgemacht, das waren irgendwelche belanglosen Sachen und habe nur ein bisschen meine Gadgets aufgewertet, aber ansonsten habe ich eigentlich nicht viel rum. Wir werden uns jetzt dann ausschließlich auf die Neben- und Hauptmissionen konzentrieren, weil die Map ist jetzt soweit rein, bis auf die ganzen Herausforderungen, die wir noch machen könnten. Auf das werden wir aber wahrscheinlich verzichten. Schauen wir mal. Was ist sonst bei dir? Grundsätzlich bei mir auch alles in Ordnung, nur halt wie gesagt, ich bin halt ein wenig gepisst, dass das Resi 8 DLC nicht geht bei mir. Ich wollte eigentlich halt Resi 8 spielen, aber Capcom sagt halt einfach nein. Daher müssen wir jetzt auf Spider-Man ausweichen. Aber gut. Kriegen wir auch irgendwie. Ist dafür entspannter. Ja? Ich sag's mir von der positiven Seite, dann brauche ich mich halt nicht anschwitzen. Obwohl ich mich halt wirklich eigentlich gefreut hätte drauf. So ist jetzt nicht. Aber gut, manchmal muss man improvisieren. Das hilft dann nicht. Genau. Sonst gibt's eigentlich nichts Neues. Gestern war ich, wie gesagt, den ganzen Tag unterwegs. Soll doch auch kein schlechtes Spiel jetzt sein. Meinst du Spider-Man jetzt? Oder Resi? Spider-Man haben wir jetzt irgendwo Fortschritt, los mir liegen, 63%, irgendwie sowas.
Und ja, macht Spaß auf alle Fälle. Also haben wir jetzt die letzten Tage haben wir es ein wenig schleifen lassen wegen Plugtail, ja, weil das haben wir ja schon durchgezogen. Aber das Spider-Man wollen wir ja noch durchbringen bis spätestens am 18. November. Das schaffen wir, glaube ich, auch. Und ja. Da ist ein schönes Spiel auf alle Fälle. Macht schon Spaß. Ja, ist ein bisschen feige Laber, aber ansonsten ist es ganz angenehm zum Spielen. Ja, auf alle Fälle. War ja mal ein Wunschspiel von Billinger vor 2 oder 3 Monaten oder so. 3 Monate ist es noch nicht, aber so vor einem Monat, 1,5 Monat. Und ich hab's ja früher schon mal angespielt gehabt für mich privat auf der Blazy damals. Aber halt nie fertig gespielt und dann haben wir gedacht, jetzt greifen wir das einfach mit auf. Und ja. Wird auch von der Community recht gut angenommen. Also so Superheldenspiele haben wir ja vorher eigentlich noch nie gespielt. Und da ist jetzt Spider-Man tatsächlich das erste, aber können wir uns vorstellen, also wir werden halt einen Nachfolger wahrscheinlich dann auch irgendwann einmal spielen. Also das Miles Morales, das habe ich selber auch noch nie gespielt. Und mal schauen, eventuell nehmen wir auch noch andere Superhelden-Spiele ab und zu mal mit rein. Vielleicht so die Batman Arkham-Reihe, müssen wir mal schauen. Aber die nächste Zeit ist spielemäßig brutal viel los. Also wir haben jetzt ab Mittwoch God of War zu Release. Dann kommt am 18. das neue Pokémon und ich weiß nicht, ob dann heuer sonst noch irgendetwas kommt, aber mit den 2 Spielen haben wir dann gut angedeckt. Dann kommt im Februar noch Hogwarts Legacy, wenn es gewiss ist. Irgendwann kommt noch Herr der Ringe Gollum, das haben sie ja auch verschoben, aber auf unbestimmte Zeit, man weiß nicht, wann das kommt. Ja, und ansonsten habe ich noch einen Haufen Spiele auf meiner Liste stehen, wo wir on-stream zocken können und on-stream zocken werden. Ja, also der Content geht mir erst einmal so schnell nicht aus. Außer alle Spiele, die wo jetzt so auf der Liste funktionieren, genau auch nicht so, wie es eigentlich so werden. Ja, dann ist es natürlich blöd, aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Naja. Mal fahre ich da nochmal langsam an. Nochmal langsam einschwingen in den ganzen Wumms. Auf Myrtle. So. Was ist jetzt dann? Dankeschön. So. Wer habe ich dir? Guten Morgen. Alles fit bei dir? Schöner Sonntagvormittag wünsche ich dir. So. Gut, ist jetzt wie gesagt nicht riesig, aber mit irgendwas müssen wir ja aushalten können. Ist doch auch ein Open-World-Spiel. Spider-Man? Kinder. Ja, also du hast halt da dein Map. Also ja, ich glaube, man kann Open-World-Spiel sagen. Das glaube ich schon. Also du hast halt Manhattan, das ist halt unfassbar riesig. Du kannst frei durch die ganze Stadt schwingen. Also halt Manhattan jetzt, ne? Also du kannst jetzt zum Beispiel nicht da und auch nicht nach links, zumindest nicht im Hauptspiel. Ich weiß nicht, wie es in die DLCs ist. Es ist schon sehr groß, das Spiel. Ja. Also, es kommt auf alle Fälle Feeling auf. Ich sollte ins Labor und ihm helfen. Auf alle Fälle war jetzt, wie gesagt, ich habe halt offstream die ganzen Dinger da noch gemacht. Also sprich, die Forschungsdinger da. Da hat es einen Erfolg gegeben. Sonst nichts weiter tragisch gewesen. Das Einzige, was ich halt natürlich nicht gemacht habe, weil das halt ein bisschen interessanter ist, in Anführungszeichen, das sind jetzt eben die 2 Dämonenverstecke, die machen wir heute noch. Das Black Cat-Ding habe ich noch nicht gemacht, ja, weil da scheinbar auch noch mal irgendwas an Nebenmission getriggert wird. Das habe ich für den Stream aufgekommen. Ansonsten ist die ganze Map geklärt. Bis auf die Herausforderungsdinger da, die kann man auch noch machen, aber sag irgendwie, es ist, das wird man schleifen lassen. Und ansonsten habe ich da die Gadgets noch voll ausgebaut. Also die, wo ich hauptsächlich nutze, die 2 nicht, die haben wir gespart. Genau, ansonsten ist eigentlich nichts passiert. Großartig. Ja. Dann fahren wir jetzt einmal ganz klassisch mit Verbrecher verhauen an. Ja? Sneaky Peaky Verbrecher verhauen.
Haben wir noch. Ich glaub, dass es noch 2 haben. Vielleicht, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob da noch ein drittes weiter runter von der Map ist. Da müssen wir dann schauen. Aber ich glaube, dass ich noch 2 habe insgesamt. Also ich geh jetzt, hast du Spider-Man quasi noch nie gespielt, oder wie? Listen nach Zusammenstoß in ihren Fahrzeugen gefangen. Gemeldeter Ort ist bei Lincoln. Over. Ist die Steuerung gut beim Rumschwingen? Ja. Sie ist ganz angenehm. Ja. Es gibt, also manchmal kommt es vor, dass ein bisschen, wie sag ich denn, wenn du zum Beispiel wo aufgrabbelst und möchtest die wo mit dem Netz in Tät ziehen, dann ist ab und zu ein bisschen kantig, sag ich jetzt mal. Aber ansonsten ist die Steuerung ganz flüssig und ganz simpel gehalten. Also fühlt sich auch gut an. Also jetzt nicht so, dass du denkst, oh leck. Also ich kann es empfehlen, sagen wir es so. Gibt's ja auf Konsole und mittlerweile auch auf PC, also bist du Plattform relativ flexibel, je nachdem, wo du das lieber hast. Ich hab's jetzt auf der PlayStation 5, weil ich es eben da schon gehabt habe. Ja, und ich wollte es mir halt auf Steam nicht noch einmal kaufen. Ja, und ist jetzt das Versteck. Meldungen über einen entführten Stadtbus voller Geiseln. Bei Sugar Hill wurde ein Vorfall gemeldet. Over. So, schauen wir mal. Da unten ist auf alle Fälle Scharfschützen-Sepp. So, schauen wir mal, ob wir das vielleicht schon Sneaky Peeky machen könnten. Ja, das war jetzt also eigentlich nicht geplant, aber gut, dann machen wir es nicht Sneaky Peeky. Gut. So viel zur Ouvertüre. Der Hauptakt findet drin statt. Das Einzige, was ich mich jetzt gerade frage, warum... Okay. So, wo ist jetzt da... Wo ist jetzt da die Tür? Tür wo? Ach, da. Okay. Das Problem ist eher, so bei Open-World-Spielen sind voll der Zeitfresser, merke ich gerade wieder bei Cyberpunk. Rein ins Getümmel. Ja, stimmt. Da gebe ich dir recht. Also, ich sage jetzt mal, bei Spider-Man tatsächlich ist jetzt nicht so krass viel, ja, wie bei anderen Spielen. Also es ist noch relativ überschaubar, aber ich gebe dir grundsätzlich recht. Sie tun doch nicht mal so, als ob sie legal seien. Jetzt sind die Gangster nicht mal mehr stolz auf ihre Arbeit. Ich versuche, was herauszufinden. Okay, dann fangen wir einfach mal locker mit Sneaky Peeky an. Ja? Sneaky Peeky am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen, sag ich dabei. Ja? Ja, du bist sicher, meinst du, ja dann. Geh jetzt mal davon aus, dass er da einfach links und rechts hin und her geht. Das, ja, wobei. Mal schauen. Wo haben da noch welche? Da kein Gegner mehr? Gut, da hinten haben 2. Kommt der wieder zurück? Ja, der kommt wieder zurück. Das heißt, können wir ihm da gleich mal schöne Falle legen. Der rennt jetzt dann sowieso da rein. Dann schon mal gut für uns. Dann ist der auch weiter. Ich hoffe nur, dass der da jetzt reinrennt. Das andere war jetzt einmal massive Enttäuschung. Perfekt. Habe der Gemeinde OIS Gammerb 98 flauschig. Highlander Habitäre, merci dir für dein Resub im 6. Monat.
Ein Halbjähriger. Sehr schön. Ich hoffe, dir geht's gut. Weiterhin willkommen in der Basik und viel Spaß mit den Mods. Danke dir. Ich hoffe, du hast ein angenehmes Wochenende gehabt bisher. Ich wünsche dir natürlich einen wunderschönen Sonntagmorgen. Stimmt, Hotzenplotz. Das musst du eigentlich mal auf der Zunge zergehen lassen. Jetzt pass so macht. Jetzt kann der Map leider nicht sagen, aber das soll er noch. Aber ich sag das schon mal, du kannst in dem Spider-Man-Spiel schnell reisen. Bin mir zwar jetzt nicht sicher, was der Sinn ist bei einem Spider-Man-Spiel, wo du halt, ne, der Hauptaugenmerk auf Schwingen ist, warum man da die Schnellreisestation nutzen soll. Aber du kannst tatsächlich Schnellreise nutzen. Nicht wirklich, war gestern bis kurz vor 6 Uhr hackeln, aber so passt alles. Aua. Bis kurz vor 6 Uhr arbeiten und am Samstag, das ist äußerst unflauschig. Dann hoffe ich, dass du heute wenigstens einen angenehmen Sonntag hast. Ja? Und schön, dass du da bist, abgesehen davon. So, was ist jetzt mit ihm da unten, Phase? Ist der sicher? Ja, der ist sicher. Okay, warum ist der sicher, wenn er doch da hinschaut? Da will man mal schauen. Da will man mal schauen. So. Da war er tatsächlich, also jetzt ohne Witz, ich hab das, wie ich Offstream gespielt hab, kurz, ne? Einfach weil es mich interessiert, ich hab das ausprobiert mit der Schnellreisefunktion. Der fährt tatsächlich mit der U-Bahn. Da fährt er mit der U-Bahn und schaut am Handy umeinander. Das kann ich Ihnen vielleicht nachher noch sagen, ja? Zwecks der Gaudi. Ja, aber das ist tatsächlich so, da fährt er mit der U-Bahn durch die Gegend. Ich meine, ist nicht gemeint, aber ich finde in einem Spider-Man-Spiel, also das ist halt wirklich, ich weiß auch nicht. Das passt irgendwie nicht so. Das war dasselbe, wenn ich in einem Formel-1-Spiel, keine Ahnung, einen Autopiloten rein tue. So, was mit dem? Oh, der hat Gefahr, okay. Der hat Gefahr. Das heißt, da lurt noch irgendwo ein anderer umeinander. Ah, da hinten, da schau her. Da hinten lurt einer. So, aber dann kann man doch eigentlich... Ach, da lurt auch noch einer. Machen wir mal so. Dann nehmen wir den auch. Ja, es ist die Schnellreisefunktion in Spider-Man, die ist natürlich nicht best gemeint. Die meinen das halt gut so. Ja? Aber es ist halt in meinen Augen so ein bisschen Themaverfehlung, wenn du mich fragst. Okay, Sneaky Peeky ist vorbei. So, wo haben jetzt die? Oh nein, Börsenmakler! Oh, hab gerade die Masken bemerkt. Ihr macht eure Sache bestimmt besser als die Typen, mit denen ich gerade den Boden gewischt habe. Peter, das Geschäft importiert Computerteile. Ha. Ist mir neu, dass jetzt Laptops aus Waffen hergestellt werden. Also ist es ein Waffenlager? Nicht mehr lange. Was ist da wer? Ich räche mich jetzt für Jeff Davis und alle, die im Rathaus getötet wurden. Da sind noch mehr. Gut. Ich wollte fragen, was macht ihr in euren Masken, wenn ihr niesen müsst? Für mich ist das echt ein Problem.
Ja, OP-Euro-Paletten habe ich gehört. Hey, noch mehr Besuch. Kommt rein, setzt euch hin. Wir spielen Charade. Ja. Irgendwo ist noch einer. Ach da. Ja, der Trash-Talking. Spider-Man ist ein MJ. Trash-Talker. Hier ist jetzt alles ruhig. Du übertreibst es jetzt aber nicht, ja? Was die gemacht haben, war grausam, aber das bist du nicht. Basismarke. Sehr gut. Aber müssen wir mal schauen. Ich schätze jetzt mal, dass wir die Woche noch brauchen für Spider-Man. Tippe ich jetzt einfach mal, ja? Kann sein, dass wir vielleicht mal schon fertig werden, kann sein, dass wir erst unter der Woche irgendwann fertig. Also, Ende der Woche. Weil Mittwoch spielen wir ja God of War, auf alle Fälle. Da bin ich schon richtig hyped drauf. Und ja. Durch das, dass halt der Stream jetzt mit Spider-Man ist halt außertourlich, ne? Aufgrund der Tatsache, dass halt einfach Resi auch nicht geht. Ja? Normalerweise war der halt kein Spider-Man nicht gewesen, aber das spielt mir auch wieder irgendwo so ein bisschen in die Karten, weil dann habe ich nicht so einen Spielezeitstress, wenn's wisst, was ich meine. Wenn's wisst, was ich meine. So, machen wir das Black Cat-Dingens da. Felicia hat ihr Ziel fast erreicht. Und ich muss noch viel zu viel absuchen. Ich muss das Gebiet eingrenzen. Jede Information hilft. So, Wenn sie ausraubt, wo sie wohnen. Wir müssen wieder Mieze finden. Mieze wo? Mieze wo? Da kann uns jetzt Sam Cross oder der Highlander helfen. Ja? Mieze sind ja die in einem Fachgebiet, quasi. Wenn du mich fragst. Mal schauen. Irgendwo. Mal schauen. Warte mal. Da. Ich hab's gesehen. Da. Geschafft. Ich glaube, Lonesome Pinky wohnt hier. Eine Country-Sängerin ausrauben. Das ist kreativ. Aber ich komme näher. Noch ein Ort sollte reichen. Okay, dann nehmen wir den einen Ort gleich noch mit. Den da. Und dann schauen wir mal, dann tut sie wahrscheinlich eine Nebenmission mit der Black Cat auf, kann ich mir vorstellen. Ja, weil da haben wir bis jetzt eine richtig coole Nebenmission gehabt mit so einem anderen Schurken mit einem Tombstone. 10:30. Maskierte greifen gepanzertes Buff, habe die Ehre. Ich los da, Servus da. Servus Chat. Habe die Ehre, Buff. Ich hoffe, es ist fit bei dir. Schöner Sonntagmorgen wünsche ich dir. Alle Einheiten, wir haben Meldungen über eine Bombe. Officer in Yorkville benötigt. So. Oh, das ist der Schraumhupfer schon. Black Cat hat's im Spider-Man 2 gegeben. Ja genau, das war mehr oder weniger dann das Endgame. Da hast du mit der Black Cat zum Tor, das stimmt. Ein Ort und ich habe die Daten, um Black Cat zu finden. Das glaube ich war eh noch ein Geschätzt hat sie Mysterio, wenn man nicht alles ungefähr täuscht. 49 Millionen erbeutet. Wenn ich sie erwische, bevor sie die 50 voll hat, steigt sie aus. Ah, da unten, da. Das ist schon das Gesicht da. Aber wo ist Mieze? Ah, da ist Mieze. Geschafft.
Oh Mann. In der Galerie haben sie den Jadetiger. Der ist eine fette Million wert. Ich muss den Algorithmus starten und Felicia schnell finden. Ich habe ihr Versteck gefunden. Ich muss dort sein, bevor sie die Stadt verlässt. Ach, muss ich das jetzt machen, oder wie? Oder ist das nur eine Nebenmission? Katzenkorb. Nee, das ist eine Nebenmission. Nice, das machen wir nachher noch. Das machen wir auf alle Fälle nachher noch. Ja? Wir haben ja da noch 2 Nebenmissionen. Da ist wahrscheinlich wieder irgendwie so Dinger, so, wie soll ich denn, so Spots finden, da wo der andere vermisst worden ist. Oh, für die gibt's fucking 3000 EP. Das ist meine aggressive Nebenmission. Scharfschützenjagd. Das glaube ich ist eine fucking große Nebenmission. Und da haben wir, ja, da gibt's 1500. Das ist wahrscheinlich nochmal so eine Spotsucher Nebenmission. Und was haben wir, das ist jetzt die von der Black Cat, da gibt's nur 250. Okay, lul. Gut, dann machen wir jetzt das Versteck noch, dann haben wir nämlich da auch alle. Und dann können wir uns einmal um die Missionen kümmern. Das weiß ich noch, du hast ja damals in Spider-Man 2, war ja das, ich glaube die erste Black Cat Mission war ja, da bist du in so einer Kunstgalerie, glaube ich, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Ah, also hier findet die Party statt. Oh, der ist raus. Okay, mal sehen, was drinnen los ist. Gut, das waren alle. Das war eine schöne Schlägerei, ja genau, stimmt. Geronimo! MJ, ich bin an der 5. Location. Entweder ist hier ein schräges Kostümfest oder es sind die Dämonen. Oder beides. Die haben auch ein Privatleben. Vielleicht finde ich ja neue Freunde. Oder Feinde. Okay, das wird jetzt ein bisschen anders, weil da keine Stahlträger nicht haben. Das heißt, da müssen wir ein bisschen besser aufpassen mit unseren Sachen, was wir da machen. So, da hinten, da Pflanze haben, schauen wir auf Nas einfach eine Falle hin. Ja, der geht bestimmt da nicht nur einmal auf und an. So, und wenn ich das richtig sage, ist er eher jetzt safe. Ja, da schau her, da hat's ihn eh schon. Da aufwärts, da eine Picker an die Laterne, ja, dass immer Licht aufgeht. Für alle Fälle. Ja. So, wir schauen, kann man sich da oben auf die Lampen aufspinnen? Wahrscheinlich nicht. Okay, ja gut. Ich wollte da nur mal schauen, ich wollte da nur mal schauen, ob das möglich war. Da, gut, die stehen zu dritt auf einem Haufen, die kann man zwar voneinander trennen. Also er schaut ja wirklich zauberhaft aus, oder? Wie wenn er erleuchtet worden war. Store Closing. Ja, das passt perfekt, wenn der da hängt. Oh, da geht auch noch spazieren. Der geht auch noch spazieren. Was? Warte mal. Mal schauen. Wo geht der hin? Ah, der bleibt da stehen. Schlaf schön. Da hinten ist auch noch so ein Hochregal. Ui, das war aber jetzt mehr Dusel wie Verstand, dass der das nicht gesehen hat. Das war so eigentlich auch nicht... Ah, da haben wieder Stahlträger, das ist gut für uns. Stahlträger haben unsere besten Freunde. So, was ist mit ihm da? Er wundert sich, warum das Lager nicht passt, oder was? Sei ich. Okay, irgendwer ist in meine Falle gesteppt. Und man ganz genau gehört. Naja, wenn das so ist. Ja, das ist jetzt blöd, so wollte ich es ja jetzt eigentlich nicht machen. Aber warte mal. Haben wir ja die Möglichkeiten. Das sind.
Okay, Sneaky Peek ist vorbei, haben wir genug Gegner ausgeschaltet. Also, die neuen Jungs müssen die anderen fragen und die müssen dann alle in ihre Ecke? Nein? Oh scheiße, den hab ich jetzt nicht gesehen. Ah, warte mal, das ist wieder sicher, ne? Und wenn du einen Stromkasten nimmst. Jetzt mal im Ernst, ihr wart alle nebenan, bis ich dachte, dass ich gewonnen habe. Nur um fies zu sein, stimmt's? Peter, Lee hat anscheinend eine seriöse Autowerkstatt übernommen. Das erklärt, woher die Dämonen all die Fahrzeuge haben. Trucks, Krankenwagen. Ja, genau. Wenn du sie dicht machst, wird es schon schwieriger, unbemerkt durch die Stadt zu kommen. Sag mal, verabredet ihr euch alle per Gruppen-SMS? Ja, wahrscheinlich. Imagine SMS im Jahr 2022. Da hat mich mal interessiert, was so ein SMS in der heutigen Zeit kostet. 5 Cent? Waren da Zeiten, wo das noch 19 Cent gekostet hat. Moment, bevor wir anfangen. Deine Mission da herum überhaupt. Wie viele Personen sind hier maximal erlaubt? Einfach mal ein Mülleimer aufgeworfen, sehr gut. Oh ja, der hat gesessen. Nice. Die Sprüche, ja, das ist typisch Spider-Man. Also immer so richtige Slapstick-mäßige Sprüche bringen. Ich habe bei Trash der Autoreparatur das Gegenteil von reparieren gemacht. Mach dir keine Sorgen, ich rufe die Cops. Die räumen alles auf. Gut. Dann haben wir die Dämonenlager auch alle abgeklappert. Sehr gut. Mehr Orte mit Verbindung zu Martin Lee habe ich nicht. Die Dämonen haben es jetzt deutlich schwerer. Und die Anwälte leichter, Anklage zu erheben. Danke, MJ. Ich schulde dir ein Abendessen. Oh, schön. In welcher Preisklasse? Na, du kannst frei wählen. Unter den Imbissen. Okay. Entscheidet zwischen Burger King, Mackie und Subway. Sehr gut. Ja, aber besser das Essen als gar kein Essen. Ja? So, jetzt machen wir Missionen, Freunde. Ja, jetzt haben wir uns ein bisschen an Spaß vertrieben, indem wir unnütze Verbrecherbuben verhauen. Ja?
Oh, wir haben einen Aufwertungspunkt, da müssen wir mal schauen, wo investieren wir denn den? Combo-Booster, verbessert die Fokusgenerierung bei hohen Combo-Punktzahlen. Ach ja, Hotzenplatz, ich soll halt vielleicht noch dazu sagen, der Spider-Man ist nicht einfach nur ein Mensch aus Fleisch und Blut, der Spider-Man ist eine fucking Artillerie. Ja? Das ist quasi eine ganze Garnison, was du an Fähigkeiten hast. Ja? Nehmen wir mal das. Ich finde das mit den Gegnerwellen irgendwie blöd. Erst machst du einen auf Stealth und ab der zweiten Welle ist alles wurscht, weil es dann entdeckt wirst und alle auf die zugrennt kommen. Da kann man sich das eigentlich gleich sparen, dass man Sneaky Peeky macht. Da hast du recht, ja. Das ist auch so ein kleiner Kritikpunkt, den ich da geben kann. Da hast du tatsächlich wirklich recht. Warum mache ich was Sneaky Peeky, wenn es dann am Ende sowieso drauf rausläuft, dass alle auf die zugeschossen kommen. Ja, das stimmt schon, da hast du absolut recht. Ja, da bin ich voll bei dir. Also da hätte man es auch so machen können, dass man sagt, wenn ich Stealth schaffe ich Stealth, wenn ich es nicht Stealth schaffe ich es halt nicht Stealth. Ja? Bin ich voll bei dir. Frau Hirschli, habe ich dir. Du warst einmal da, glaube ich, gell? Wenn mich nicht alles täuscht. Ja? Bin ich da auf dem richtigen Dampfer? Schön, dass du reinschaust. Ich hoffe, dir geht's gut. Genau, so, jetzt passt auf. Zwecks der Vollständigkeit sorge ich jetzt einmal die abartig absurde Schnellreisefunktion. Ja? Ich darf jetzt vorschlagen, wir fangen mit der Mission da an, bis zum Hals, ja? Und daher ist eine Schnellreisestation. So, wir markieren uns das und jetzt passt so macht. Schnellreisestation. Ja? Den kann man mal bringen. Respekt, genau, war mal da mit. Ich bin ja so ein aufmerksamer Fuchs. Wie geht's dir rein? Ist alles fit bei dir? So, Nebenmission. Freunde, wo haben wir denn die? Die markiert die ist da unten, meine irgendwo, oder? Verfügbare Einheiten. Körperverletzung gemeldet. So. Hey Spider-Man, es gibt noch einen vermissten Studenten. Der letzte Vermisste ist Steve Hopkins. Ich mache mir um ihn Sorgen, weil ein paar Jungs von Tombstones Gang angefangen haben, in seiner Nachbarschaft Geschäfte zu machen. Steve hat das gehasst. Es ist eine gute Gegend, aber er war zu ängstlich, was zu tun. Wenn er verdorben ist, lässt er vielleicht seine Wut raus. Aber sie werden ihm wehtun. Das Foto hat Steve zuletzt hochgeladen, bevor er verschwand. Ich konnte nichts Aktuelleres finden. Ich schaut mir an, wie so... Sieht nach der Upper West Side aus. Was Upper West Side? Jetzt müssen wir mal schauen. Midtown, Hell's Kitchen, Upper West Side. Upper West Side, oder gesagt man, gell? Pass auf, wie ich glaube, ich muss Richtung Norden. Das schaut mich an, wie so, das sind auf alle Fälle wie so Gewächshäusl und da daneben ist irgendein Gebäude. Das schaut irgendwie aus wie so, keine Ahnung, das kann alles möglich sein. So irgendwie so eine Art Kirche. Es ist auf alle Fälle ein Haufen Gräer mit dabei. Also sprich, das kann Richtung Norden, das heißt, es ist irgendwo da herum. Wahrscheinlich, es kann da herinnen sein, es kann aber auch da herum sein. Jetzt schwingen wir uns einfach einmal da her und verschaffen uns mal in etwa einen Überblick. Dann wird man schon Die finden. Upper West Side ist nördlich der ESU. Das wird man dann schon irgendwie außerfinden. Price habe ich dir, guten Morgen. Philipp, was weißt du über Steve? Alles klar bei dir? Er ist klein, würde keiner Fliege was tun und könnte es auch nicht, selbst wenn er wollte. Die Dealer könnten ihn platt machen. Und ein kleiner Kerl brennt schneller aus. Ich beeil mich lieber. Also suche ich einen Park am Wasser, nordwestlich von der ESU. Am Park Freunde, wir suchen mal einen Park am Wasser, okay? Am Wasser, ja gut, da kommen wir in New York nicht sonderlich stark aus. Am Wasser, ja, dann ist es wahrscheinlich eher die Seiten, oder? Wahrscheinlich, ja, jetzt schauen wir mal. Oh, du bist entspannt am Frühstücken. Was gibt's denn Gutes? Ich wünsche dir auf alle Fälle einen guten. Und ich hoffe, du hast ein entspanntes Wochenende gerade soweit. Mir geht's soweit ganz gut. Wir hätten halt eigentlich Resident Evil 8 gespielt, also das DLC. Hoffentlich bin ich rechtzeitig aber da. es lässt sich leider nicht starten. Daher weichen wir auf Spider-Man aus. Aber genauso mörderisch. Aber sonst geht's mir gut. So. Wahrscheinlich wird das so sein wie bei den letzten Male.
dass da an der Stelle, wo wir hin müssen, sowieso Lichterloh brennt. Jetzt suchen wir uns einmal. Ah, da hinten, meine, schaut es mir aber eh schon nicht schlecht an. Jetzt warte, jetzt schauen wir mal. Da ist auf alle Fälle ein Park. Der Park ist aber nicht am Wasser. Park am Wasser als Central Park bei Hochwasser. Das stimmt, Mr. Price, das kann tatsächlich auch am Central Park sein, weil da ist auch Wasser. Das habe ich jetzt nicht bedacht. Im Central Park ist ja auch Wasser. Aber es heißt Upper East Side. Upper West Side. Ah, jetzt mir gewacht. Ich sage jetzt von da aus jetzt nicht, dass am Central Park irgendwo brennen hat. Aber den halten wir uns einmal, im Hinterkopf. Okay, da ist auf alle Fälle nicht. Dann schauen wir mal Richtung Meer um. Weil da ist so weiter oben auch noch so ein Fleckerl, das wo mir auch anschaut wie ein Park. Ah, das kann vielleicht da hinten sein. Da hinten stehen ein Baum. Jetzt warte mal, jetzt schauen wir mal. Ja, mehr wie nix sagen kann ja nicht. Schade, dass Resident Evil nicht funktioniert. Freut mich, dass es so gut geht. Bei uns gibt's Brezeln. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Da ist der Park. Das Foto muss hier irgendwo aufgenommen worden sein. Ah, dann waren wir da doch nicht so verkehrt. Jetzt passt du wacht. Wir suchen mal. Jetzt brauchen wir Gewächshausel. Jetzt pass auf, jetzt gehen wir einfach mal da. Bei der schön beleuchteten Moschee oder was das sein soll. Wenn ich einen Park auf der Westside am Wasser finde, hilft mir das, den Ort zu finden. So, Gewächshausel brauchen wir. Oder beziehungsweise so ein kleines Rundsgebäude. Das darf uns auch schon weiterhelfen. Da ist Wasser westlich der Bäume. Das grenzt es ein. Wasser westlich der Bäume? Gut, das kann... Ja gut, das kann ja dann eigentlich nur da unten sein. Ich glaube, der Park ist auf der Upper West Side. Bin ich doch schon, chill. Jetzt pass auf, schauen wir mal da rein. Du verlässt die Mission. Ja, chill. Die Upper West Side ist nördlich der... Okay, wir haben eine Zweit. Wir müssen zurück. Da ist. Das ist jetzt das Gebäude, was man da rechts sagt. Also normalerweise. Aber wo haben die Gewächshäusel, ist die Frage. Außer es gibt da noch mehr so ein Gebäude. Das kann natürlich auch. Ah, da fühle ich mich daheim. Tennis. Ah, da ist noch mehr so ein Gebäude. Ich glaube, das ist es. Drüben bei den Bäumen. Ja, okay, passt. Verdammt, Junge, bist du lebensmüde? Hey, Leute, zeigen wir es dem College-Jungen. Das ist für den verdorbenen Typen ein paar Nummern zu groß. Ich muss ihn erst retten, bevor ich ihn versorge. Oh, kann man das Niki-Piki mal? Bewaffnet. Vielleicht kriege ich manche ohne Aufsehen. Mit ziemlicher Sicherheit sogar. Ich möchte gern... Hallo? Ich möchte... Doch, auf die Laterne. Müssen wir erst mal schauen, wo du überall Gegner haben. Da hinten haben auf alle Fälle 3. Hat dich überrascht, was? Oh, da steht einer. Da haben wir einen Glück gehabt.
Gut, dann biegt man den da mal fest. Dann steht auch noch einer. Ja, hier da ist auch noch irgendwo einer. Aha. Den biegt man an der Parklatte fest. Extrittsfleiß. So, dann müssten aber das jetzt eigentlich hübsch alle gewesen sein, oder? Ja gut, die kriege ich halt sneaky-peaky wahrscheinlich nicht. Aber wobei, wir kann man mal probieren, jetzt bei so Wacht. Es ist Spider-Man! Genieße deinen... Ja, okay, das funktioniert nicht. Die kannst du nicht selbst machen. Oh, Vorsicht! Ah, da gehen wir wieder Moped werfen. Das ist gut für uns Tagesjahr. Moped aufs Gesicht. Weiter! Hals, Maul! Nö. Netze gegen Pistolen! Alles gut, Steve. Lass uns... Steve? Oh. Was soll das? Ich hab dich gerettet! Der hält ein wenig mehr aus. Jetzt muss ich wohl streng werden. Ja. Oh Gott, was habe ich gemacht? Ich hatte immer ein Problem mit den Typen, aber heute wollte ich sie töten. Ich will gar nicht daran denken. Alles gut. Du kannst nichts dafür. Ja, gut. Okay. Kein Drink braucht. Hätt's ja gut morgen. Schnell eskaliert, ja. Das ist minimal schnell eskaliert. Okay. Jetzt alles gut bei dir. So, jetzt bei so Wacht. Wir haben ja gesagt, jetzt machen wir die Nebenmission dann. Oder nein, wisst ihr was? Ich möchte jetzt einfach wissen, was mit der Black Cat los ist. Weil das ist, da haben wir eh schon in der Nähe. Da wird man ja dumm, wenn man nicht gleich da hingegangen. Jetzt schauen wir mal, was da mit der Black Cat auf sich hat. Okay. Okay, jetzt nach unten, okay. Ja dann, schauen wir mal. Freedom Tunnel. Vor Feast eine Zuflucht für New Yorks Obdachlose. Aber jetzt so gut wie verlassen. Ein gutes Versteck. Muss ein versteckter Eingang oder so sein. Finde den Eingang zum Versteck. Miezi streicheln? Oh ja. Mehr Miezi streicheln ist mir gut. Versteckter Eingang. Morgen ist leider schon Montag. Für mich ist morgen quasi Samstag. Ich habe Montag, Dienstag noch Freischicht. Also zumindest ist es Stand jetzt so. Aber ja, morgen Mission aufgeben, wenn du die Mission... Achso. Nein! Verklickt. Fuck. Und wir nochmal hier. Selbst ist nichts. Ich meine, der Ausgang ist der Eingang ist woanders. Praktisch. Ja, müssen wir nochmal, da müssen wir nochmal hin. Safe der mal ist nichts. Da gehst du her, warte mal, Mission. Wo haben wir sie? Da. Ah, die ist ja noch aktiv. Ja, dann. Freedom Tunnel. Vor Feast eine Zuflucht für New Yorks Obdachlose. Aber jetzt so gut wie verlassen. Ein gutes Versteck. Muss ein versteckter Eingang. Bingo. Das scheint die ganze Beute zu sein. Aber keine Spur von Felicia. Finanzdaten über die Maggia-Familien. Versucht sie, die zu erpressen? Okay. Ja, die hat einiges am Beute gemacht, die gute Frau. Oder so ein Vogelspinn. Warum ist da ein Vogelspinn, ist die Frage. Ist das die Wachvogelspinn? Ha, gut, dass wir mit Spider-Man haben, die kann uns quasi gar nichts. Oh, na sowas. Die Katze tanzt mit der kleinen Spinne und sperrt sie gegen ihren Willen in ein Glas. Süß. Jetzt, es ist ein Miezi-Gnädel, ja, ein Flauschgnädel.
Okay. Wow. Als ich sie das erste Mal schnappte, wollte Felicia das stehlen. Anscheinend wollte sie den Job jetzt zu Ende bringen. Ist das Lady Justice? Nein, das ist nicht Lady Justice. Lady Justice hat so eine Waage, meine, oder? Wenn du das täuscht. Was ist das? Kann das die Athene sein? Schaut irgendwie so ein bisschen aus wie die Athene aus God of War, ich weiß auch nicht. Okay. Spinne, du bist hierher gerast, um mich zu retten, ja? Du bist hinreißend und irgendwie süß. Darum habe ich dir etwas Schmeichelhafteres gemacht. Zeig, was du hast. Bruh, what the fuck? Dunkler Anzug. Das kann doch nicht alles ein Spiel gewesen sein, oder doch? Tatzenabdrücke. Spider-Man, Black Cat hat die Beweise aus der Asservatenkammer geklaut. Was? Wie? Das ist wie Fort Knox. All die Katzen, die du gefunden hast, als sie alle in der Asservatenkammer waren, haben sie sich verbunden, das Signal verstärkt und den Alarm deaktiviert. Niemand hat sie reingehen sehen. Sie wusste, dass ich die Katzen finden und dich informieren würde. Sie hat mich ausgetrickst. Mal wieder. Was hat sie geholt? Nur ihr altes Kostüm und die Ausrüstung. Sie wollte, dass ich die 50 Millionen Beute finde, damit sie ihr Zeug wiederbekommt? Das heißt, sie plant etwas Größeres. Wow, das muss man ihr lassen. Sie hat dich wirklich ausgetrickst. Hör ich ein Lachen? Du klingst, als ob du lachst. Was jetzt los? Also, to be honest, der schaut bei ehrlich gesagt gar nicht einmal so schlecht aus, der Anzug. Ich meine, er macht einen knackigen Arsch, wenn du mich fragst. Ja? Aber, to be honest, was kann der Anzug? Freunde, da müssen wir mal tun. Keine zugehörige Anzugkraft. Ja, toll, dann ist er schon wieder Schmutz. Dann ist er eigentlich schon wieder Schmutz. Was ist das überhaupt? Wie heißt denn der Ding überhaupt? Dunkler Anzug, okay. Das ist too much, eigentlich, ja. Horus von Venom. Ja, schon irgendwie tatsächlich. Ja? Gibt es, glaube ich, auch ein Classic-Kostüm von Spider-Man. Muss ich mal schauen. Da gibt es den Classic-Anzug, Mann, wenn man nicht alles täuscht. Irgendwo. Ja, da ist er. Der Classic Peter Parker. Aber den haben wir noch nicht. Beziehungsweise den kannst du halt kaufen, durch das, dass du einfach freischaltest, ja. Manche haben, also die da oben haben so wie ich sage, Anzugkräfte, ja. Also das ist halt der, warte mal, da haben wir da den gehabt, das ist der vom Film praktisch, vom neuen Spider-Man, von Homecoming und so weiter und so fort. Aber du kannst halt da allen möglichen, manche Sachen schaltest du einfach so frei und andere kannst du halt freischalten, indem du halt so Marken formst. Da den zum Beispiel, den kannst du jetzt kaufen, der schaut halt total geschissen aus, wenn du mich fragst. Oder das da, das schaut halt auch total geschissen aus. Also, weiß ich nicht. Ja. So, nice Optik, sage ich mal. Ja, der erinnert mich irgendwie voll an Tony Hawk 2, ich weiß auch nicht warum. Da hat es auch so einen ähnlichen Anzug gegeben. Da hat es in Tony Hawk 2 hat's einen Spider-Man gegeben als Hidden Character, der hat auch so einen ähnlichen Anzug, hast du ihm da geben können. Keine Ahnung. Aber ich bin eher so, ich bleibe lieber ganz filmgetreu. Einfach mit dem verbisserten Anzug. Ja? Obwohl der tatsächlich wirklich nicht schlecht ausschaut. Sollen wir mit dem noch ein bisschen weiter schwingen? Wie schaut's aus? Den oder den klassischen? Also, was heißt? Den oder den, wo ich die ganze Zeit schon gut habe. Dabei, oh, Frau Hirschli möchte einen Flauschknädel sagen. Ja, dabei ich einen Flauschknädel, ich könnte sich Gedanken machen, ob man den schwarzen oder den klassischen Anzug hernehmen. Ja. Moment. Machen wir da Speicherstart. Ja, damit ihr ja was habt davon. Heute muss Paula wieder mal zum Einsatz kommen. Ja, die habe ich heute schon schimpfen müssen, weil sie momentan ein richtiger Besen ist. Ja, sie ist so ein richtiger Drachen. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Heute lässt sie einen weißen Drachen wieder mal durchschimmern. Ne? Ja? Ober sprengen, ober einen Stuhl auseinandernehmen. Ist unflauschig. Ja? Aber grundsätzlich ist flauschig. Ich bin für einen Fanta 4 Anzug. Was für ein Fanta 4 Anzug? Ja, Paula. Also manchmal kann da deine Ohren langziehen. Aber das tun wir natürlich nicht. Ja? Ja. So, da schnuffen. Da muss man ins Mikro einschnuffen. Da. Ja.
Ja, es ist so zauberhaft. So zauberhaft ist das da. Da oben ist die Kamera. Ja, genau, da ist jetzt die Kamera. Die ist so süß, der kann man eigentlich gar nicht besser. Eigentlich nicht, nein. Wenn sie dann wieder so anschaut, so, dann denke ich mir, ja, okay. Weißt, dass du bist, gell? Kannst du so ein Liebe sein, aber manchmal brauchst du es halt einfach, dass du so ein bisschen durchdrast. Gell? Halt, manchmal wird es wieder schön und manchmal ist wieder Balkonsession fällig. Mit dir, ne? Schauen wir mal. Kriegen wir schon irgendwie. Sie ist ein Baby, Flauschnädel. Ja gut, ein Baby ist nicht mehr, aber sie ist halt von der Größe her wie ein Baby. So. Ne? Ja. Musst das schon ein wenig aushalten, jetzt ist heftig. Du darfst ja gleich wieder zu deinem Fressen. Und zum Matz. Ne? Alles gut. Und die haben jetzt schon eine Zeit lang nicht mehr im Stream gesehen, ja? Gut, bei Blocktail war es halt auch fucking intens, da mal hätte der Flauschknädel auch nichts mehr geholfen, wenn du mich fragst. Aber so haben wir schon eine Zeit lang nicht mehr im Stream gehabt. Aber gut, muss eh nicht wahr sein. Gell? Sagst du auch. So, das tust du nochmal hinschnupfen da. So, und dann da nochmal ein paar Ziegen fertig sagen. So, Winke machen. Und sie wollen in die Freiheit, ja. Es ist halt, weißt du, sie ist einerseits, ist sie der absolute Besen, ja, und macht da Radau und was weiß ich was, aber sie ist auch zeitgleich der größte Schisser. Ja, also wie so eine gespaltene Persönlichkeit bist du, gell? Einmal lieb und dann wieder Bes. Ja, wie Two-Face, ja? Kannst der Harvey Two-Face sein. Batman, ja, kennst du nicht, gell? Ist eh wurscht. So, Ladies and Gentlemen, Flauschnädel Paula. So. Du erkennst Parallelen zu deinen. Irgendwie haben da, glaube ich, alle gleich, wenn du mich fragst. Ich glaube, am Ende des Tages haben die irgendwie alle gleich. Wobei, sagen wir es, der Mats ist halt deutlich gechillter. Der ist deutlich gechillter als wir. Also ich glaube, das war eigentlich hätte es ursprünglich mal ein Faultier werden sollen, der Mats, wenn du mich fragst. Weil der ist so ruhig, so gechillt, so genügsam und sie ist halt das krasse Gegenteil. Schwingen wir jetzt mit Schwarz weiter, oder wie sage ich das? Wobei deiner gerne in der Nacht randaliert. In der Nacht nicht, aber in der Früh. In der Früh, wenn das Sonnenlicht langsam kommt. Also ist ja wieder eine Mission. Jede Menge Diskussionsstoff. Scharfschützenjagd. Ach du Scheiße, da haben wir einen Haufen Nebenmissionen. Ja gut. Die unseren haben mehr so dämmerungsaktiv. Vor allem sie. Einmal lieb und dann wieder besser mit Mädels halt zu sein. Ja, das unterschreibe ich da so. Möglicher Drogendeal. Nächste Einheit zum Tatort. Vorsicht! Officer, bitte nach Longacre. Gut, aber so wenn man schwingt, ist er eigentlich nur richtig schwarz, so mehr oder weniger. Du siehst eigentlich sonst keine Konturen nicht, gell? Oder kommt das gerade mir so vor? Ja, das tun die unseren auch. Das tun die unseren auch. Also, da wird's Haus verschoben, der Teppich zusammengenagelt, dann Trinkflaschen runtergeworfen, Heu rauf auf Zeiten gelegt. Also, wir haben noch nichts gesehen, was es nicht gibt. Mit das. Das ist der Zwecks der Tarnung, meinst du? Ah, okay. Erinnern Sie sich an Spider-Mans Gehilfin? Black Cat, kurvige Dame in Leder. Eine, die man nicht der Mutter vorstellt. Und dann wurde sie... Kurvige Dame in Leder, das hört sich erstmal gar nicht mal schlecht an. Was? Sie soll wieder da sein. Und meine Prognose? Spider-Man wird ihr eine zweite Chance geben, weil er naiv ist, selbst ein Dieb, oder denkt er mit seinen Netzschießern? Spider-Man, es gibt noch viel mehr vermisste Studenten. Heute fand kein Treffen im Debattierclub statt. Alle sind auf einmal verschwunden. Ein koordinierter Angriff. Die Sache eskaliert. Wo war Ihr letzter Aufenthaltsort? Ihr Präsident Harold ist auf einem Touristen-Fotostream zu sehen. Die Brooklyn Bridge ist definitiv auf dem Foto.
Also ich sage jetzt mal so, wenn es lauter so Nebenmissionen haben jetzt, da wo ich einfach von A nach B schwing und dann irgendeinen Idioten suche, weil jetzt blöd ist, dass er auf sich aufpasst, dann skippt man die Nebenmissionen. Dann machen wir nur die wo scheinbar richtig interessant haben, weil das ist halt einfach des Todes langweilig. Aber gut, die machen wir jetzt noch. Südöstlich der Universität. So, Brooklyn Bridge, das müsste die da sein, wenn mich nicht alles täuscht, right? Nein, das ist die Williamsburg Bridge, wie auch immer. Manhattan Bridge, Brooklyn Bridge, da haben wir es. Gibt ja nicht, gibt ja nur 18.000 verschiedene Brücken in New York. Kurvige Dame in Leder muss eine Bikerin sein. Die Brooklyn Bridge liegt am südöstlichen Ende der Insel. Denken, die sind auch immer für Überraschung gut, ja. Also, du kommst in der Früh rein und dann schaut es aus, wie wenn er Atombomben eingeschlagen hätte. Also im Stall. Also sind es keine Flauschknädel, sondern Randalenknädel. Ja, das sind Rage-Knädel. Das sind Rage-Knädel. Wer kennt's nicht, ein Rage-Knädel? Schwere Unruhen nähe Brooklyn Bridge. Brauche Verstärkung. Oh oh, ich beeil mich lieber. Jetzt wird sogar schon im Radio durchgeben, dass da Randale ist. Okay, wir müssen auf der Auffahrt irgendwo auf, right? Irgendwo da. Ist es vielleicht oben? Müssen wir schauen, Moment. Okay. Das müssen sie sein. Oder da hinter, das ist quasi. Der Laster verliert Benzin. Wenn er explodiert, geht das ganze Viertel hoch. Sobald sie den Laster treffen, schlägt es Funken. Dass sie aber alle in die Luft fliegen, auf die spekulieren sie jetzt irgendwie nicht. Weiß auch nicht. Habt ihr nichts Besseres zu tun, als euch in die Luft zu jagen? Sie sind überall um die Offensichtlich nicht. Wir wohnen überall um mich herum. Wo ist noch einer? Wo ist er? Falls ihr unsicher seid, Was tut die Erde eigentlich? Ist dasselbe. Er steht einfach auf dem Laster um. Danke. Ich wusste, dass es falsch war. Aber ich konnte nicht aufhören. Klingt nach einem typischen College-Studenten. Es ist alles in Ordnung. Ja, okay, aber es ist halt einfach, es ist halt einfach nicht interessant, was ihr da... Ja, was ist jetzt das? Auch wieder irgendeine so Suchungsmission. Das kann man mir jetzt nicht vorstellen. Wie viele verdorbene Studenten gibt es denn? Achso, nicht das. Heimvorteil. Ja, das ist da die für 1500, das ist mit Sicherheit wieder irgendeine so eine Studentenmission. Jetzt schauen wir, was die für 3000 auf dem Lager hat. Ob das wenigstens was anderes ist. Ja, das ist scheinbar was anderes. Okay. Spider-Man, haben einen Schützen geschnappt. Der war hinter Osborns Stabschef her. Es gibt garantiert noch weitere Ziele. Der Typ hatte eine Karte dabei. Das Gericht war eingekreist. Bin dran. Versuchen Sie mehr aus unserem Freund rauszubekommen. Das hier ist meine Nummer. Ich muss mich beeilen. Das Gericht könnte jede Sekunde angegriffen werden. Das war schlecht. Wenn der Schütze mich beim Ziel sieht, wird er schießen. Ich muss den Schützen erledigen, bevor er schießen kann. Ja, das soll ja jetzt eigentlich nicht das Problem sein, Brudi. Niemand mag Camper. Spider-Man, auf dem Telefon des Schützen waren noch mehr Namen und Orte.
Soll sich offenbar alles innerhalb von Minuten abspielen. Kein Druck. Schicken Sie mir, was Sie haben. Viele Schützen, ein Spider-Man. Ich muss schnell sein. Jeder, der je für Norman gearbeitet hat, ist jetzt ein mögliches Ziel. So kann man Osborn wohl auch zerstören. Dann will niemand mehr in seiner Nähe sein. Okay, wir sollen jetzt einfach Scharfschützen zum Staum, oder was? Das sollten wir hinbringen. Der Scharfschütze muss hier irgendwo sein. Ja, da ist er halt. Träum süß. -1 macht 2. Da muss aber dann noch irgendeine größere Aktion sein, weil für das habt ihr nicht 3000 Erfahrungspunkte. Das kann man nicht vorstellen. Ich muss mir alle möglichen Nester für Scharfschützen ansehen. Schlaf gut. Ziel ist sicher. Nur noch einer. Schnell, sonst sterben Menschen. Gut, aber da gibt es jetzt auch kein Zeitlimit bei der Mission. Warum halten sich Attentäter nie an meinen Tagesplan? Hier bin ich richtig. Wo ist der Attentäter? Ich hab ihn schon gesehen. Nicht schnarchen. Ja, du kriegst ja einen Waffenkosten auf den Bimbus und passend jetzt. Gerade noch. Officer, alle 3 Schützen erledigt. Ist jetzt alles gut? Nicht ganz. Unser Schütze sagt, dass seine Jungs Touristen als Geiseln haben. Sie richten alle hin, wenn wir ihn nicht freilassen. Anhand der Funkmasten haben wir eine wahrscheinliche Position. Aber die schießen, wenn sie Cops sehen. Verhandeln Sie mit ihnen. Halten Sie sie hin. Ich nehme Ihnen Ihre Druckmittel weg. Oh, wird diese Stealth-Mission, das war Zauber. Keine Zeugen. Wenn ich die Geiseln nicht rette, sind sie tot. Ja, das ist halt offensichtlich, dass wenn du Geiseln nicht rettest, sie halt wahrscheinlich Probleme kriegen. So, schauen wir mal. Er ist ja wieder an der Brooklyn Bridge, oder? Na, doch nicht. Oh, du geht's rund. Wenn die mich sehen, töten sie die Geiseln, bevor ich bei ihnen bin. Oh, Sneaky Peaky, Freunde. Wenn man mich sieht, sind die Geiseln tot. Muss sie unbemerkt ausschalten. Ja, okay, Sneaky Peaky. Wir wollten mal Sneaky Peaky, jetzt kriegen wir Sneaky Peaky. So, jetzt passt zu Wort. Jetzt müssen wir da mal luren. Wie wir das jetzt ein bisschen machen. Der war safe. Der war auch safe. Da geht aber einer rundum, das ist der Idiot dahinter. Ja genau, jetzt schauen wir mal, ob uns der Anzug da was... Ob uns der weiterhelfen kann. Und dahin geht auch noch mal einer spazieren irgendwo, da. Gut, der ist zu weit weg, den kriege ich von da nicht. Warum bin ich nicht in Hawaii? Die Frage ist, muss ich da alle ausschalten oder nur die Schützen? Wie ist denn der andere Haum da jetzt, der wo da gerade mal spazieren gegangen ist? Ach, der hat sich... So, der da hinten, der stört mich da so ein kleines bisschen. Den werden wir als nächstes umnierten. So.
Er ist safe. Nochmal Pause. Das heißt ja gleichzeitig, dass er safe ist, right? Ist da hinten irgendein Gegner? Ja, Scharfschützen haben wir ja jetzt alle, right? Ach, da hinten steht auch noch einer. Okay. 4号黑了，回去确认他们的状况。指挥出兵斗了。 Gut, der pickt. Okay, ein Roboter geht jetzt keiner mehr rum. Das ist schon mit gut. So, aber die Frage ist, wie regelt denn das jetzt runter? Das sind ein Haufen Gegner. Er ist free eigentlich, weil der spaziert einfach rum. Müssen wir jetzt nur schauen, wie dem sein Laufweg ist. Weil dann können wir irgendwo eine Mine platzieren. Und früher oder später läuft er dann in die Mine ein, so und anders. Die Frage ist... Ach, der war da safe. Okay. Ah, sehr gut. Ich hab ihn einfach am Mülleimer abgepickt. Das ist auch mit zauberhaft, oder? Waren das alle? Okay, das waren scheinbar alle. Überraschung. Ja, okay. Das war clean. Also das erstaunt mich jetzt, dass ich das übrig habe. Ohne euch hätte ich nichts davon gewusst. Wir sind ein gutes Team, Officer. Hey, vielleicht bringen Sie ja ein paar Ihrer Kumpels dazu, mir zu helfen, statt auf mich zu schießen. Ja, das war sehr clean. Für meine Verhältnisse sogar erstaunlich clean. Also der schwarze Anzug ist Stealth-approved, okay? Müllkehre in Mülltonne. Richtig. Der Anzug ist Stealth-approved. So, und jetzt machen wir die Hauptmission, weil ich habe jetzt keinen Bock, nicht ständig irgendwelche dummen Studenten zu suchen. So, Hauptmission habe ich gesagt. Ab vom Hof. Müssen wir auch mal Meter machen. Ja, da können wir auch nicht ständig auf einer Stelle stehen bleiben. Ja, so Sneaky-Picky-Missionen in Spider-Man, die Daten schon richtig brutal Spaß machen, weil du halt so viele Möglichkeiten hast. Also du hast wahrscheinlich noch weit mehr als das, was ich auf das, was ich mir beschränke, aber... Bitte bestätigen. Jetzt haben wir mal wieder eine Mission mit Octavius, wenn man nicht alles täuscht. Officer in Hudson Town benötigt. Okay.
So, schon haben wir wieder Forscher. Nice. Hey, tut mir leid, bin zu spät. Morgen, Parker. Es ist Abend? Ist egal. Checken Sie die Neurosensoren, ja? Die müssen schneller reagieren. Bin dran. Was? Was? Ach nö. Millisekunden wäre gut. Okay, jetzt wird's zum Dinger. Oh Gott, was ist denn das? Direkte Neuralschnittstelle. Okay, vielleicht eine Optimierung des Lastrelais. Okay, ein Stromkreisling, das kriege ich vielleicht gerade noch hin. Jetzt pass auf, Wacht. So, wo müssen wir denn überhaupt hin? Okay, das kann man außer da. Wir haben eine Zielspannung von 1. Okay, ja, jetzt pass auf, Wacht. Ja, nehmen wir das. Was, kann man das dran? Okay, das kann man nicht dran. Moment. Ja, das habe ich dir, wenn man einen Stromkreis um ein Ecken legt, ist er dann immer nur ein Stromkreis oder ein Stromecken? Das ist eine gute Frage. Herbert, das ist eine gute Frage, habe ich dir. So. Wir haben eine Zielspannung 1, wir haben aber da nirgendwo eine Minusspannung, right? Aber wo soll denn der Kreis überhaupt hingehen? Also, was heißt der Kreis? Halt die Spannung und so. Aber wir müssen, ich sag schon, wir müssen von oben rein, anders geht's nicht. Das heißt, wir brauchen da auf alle Fälle diesen hier. Dann haben wir noch einen Freier zur Verfügung. Und passen tut's. Sehr schön. Okay, und jetzt? Hey, ich hab doch gesagt unter 3, oder? Da ist wohl irgendein Widerstand im Neurosensorkreis. Aha. Zielspannung ist 4. Und wir haben 3. Das heißt, der Kreis, jetzt pass auf, der, also der ist fest, okay, den kann ich nicht außer da, genauso wie die. Das heißt, wir müssen auf alle Fälle untenrum nach oben. Oh. Das kann durchaus sein, dass wir da 2 mitnehmen müssen. Jetzt wird gemacht, jetzt pass auf, das kriegen wir schon irgendwie. Müssen wir auf alle Fälle nach unten weg, anders geht's nicht. So. So, jetzt haben wir natürlich 2 Spannungen, jetzt haben wir Überspannung in dem Sinn. Aber die Frage ist, der Strom geht ja da durch. Aber mir da... okay, jetzt pass auf. So, jetzt haben wir um 1 runtergekommen. Und die kann ich nicht tauschen, da, right? Okay, die kann man nicht tauschen. Aber ich komme ja da jetzt gar nicht um. Weil den kann ich auch nicht dran. Jetzt pass auf, das müssen wir jetzt ausprobieren, das hilft jetzt eh nicht. So, wir haben 2 Spannungen, das ist schon klar, aber wie kriege ich denn den dann da oben, ist die Frage. Weil den kann ich ja auch nicht dran, der ist ja fix. Es sei denn, jetzt warte mal, pass auf. Was, wenn ich da gar nicht reingehe, sondern wenn ich... jetzt da schon her. Jetzt pass auf, wacht. Verbindungsstücke.
Dann Wiederverbindungsstückel und dann hauen wir ihm da einfach -2 einer. Easy. Fertig. Okay. Das Störverhältnis ist echt brutal. Da haben wir noch Ein einen. neuer Signalprozessor reduziert den Lag. Okay, Zielspannung ist diesmal 5. Okay, wir fangen mal mit einer Minusspannung an. Okay. Dann fangen wir jetzt einfach mal mit 1 an, ja? Weil 2 Minus ist ja auch nicht gut, habe ich mal gehört. So. Dann nehmen wir dann die schon mal festgelegt ist. Dann gehen wir da gleich mal auf eine fette 4er. So. Und wir haben jetzt halt... So, also pass auf, normalerweise müsste sie das... Normalerweise müsste sie das ausgehen, wenn wir da jetzt einfach auf Spannung gehen. Da haben wir jetzt eine 5er Spannung. Und dann haben wir da automatisch nur mehr eine Spannung. So, jetzt haben wir da Simme. Das heißt, wir tun die außer und dann da eine 3er rein. Und dann kommen wir auch wieder auf 5. Mit Stromecken kennt das egal. Mit Stromecken, da bin ich fit, aber mit Kreise, uiuiui. Ja, mein Stammbaum ist zwar ein Kreis, aber schwierig. Hab es, Doc. 2,8 Millisekunden. Gute Arbeit, Peter. Er hat gleich mit Hinterben. Ist es ein Tennisball oder ein Opfe? Ja. Das sind Tennisbälle. Der ist gut, der ist mir sympathisch. Ja, nicht, dass du piepst. Das könnte man kleinen Erfolg nennen. Ich würde das eher unglaublich nennen. Brauchen Sie Hilfe? Ja. Doktor, was fehlt Ihnen? Ist es so offensichtlich? Meine Ärzte nennen es degenerative neurologische Störung. Vermutlich durch den Umgang mit toxischen Chemikalien in meiner wilden Jugend. Das tut mir leid. Kann ich irgendwas tun? Sie tun schon was. Das Schlimmste daran ist, es betrifft ausschließlich die Muskulatur. Der Geist arbeitet weiter, aber kann nicht mehr handeln. Nur Sie wissen davon, Peter. Ich möchte, dass das so bleibt. Selbstverständlich. Vielleicht suchen Sie sich lieber etwas mit mehr Zukunft. Der Grund, warum ich hier arbeite, ist das, was Sie hier oben haben. Und das verschwindet nicht. Und ich auch nicht. Du kannst... Oh, Peter, bevor ich es vergesse. Es gibt da einen faszinierenden Artikel über Möglichkeiten für die neurale Schnittstelle. Ich schaue es mir an. Danke, Doc. Ich weiß jetzt nicht,
ich kann mir vorstellen, dass der Octavius, also der Bösewicht Octavius, dass der entweder, also in dem Spiel glaube ich nicht mehr, aber ich glaube, dass er beim nächsten Spiel dann, im nächsten Teil bei Miles Morales vielleicht eine Rolle spielt. Ich erinnere mich noch gut an meine direkte Schnittstelle mit den Basalganglien. Aufregend und riskant. Ich weiß nicht, Doc. Man braucht ein Gallium-Seiden-Array, damit das klappt. Und selbst dann ist das Verletzungsrisiko hoch. Gallium, genial. Und die Risiken kriegen wir doch in den Griff. Genau, weil soweit ich weiß, also in die Filme ist zumindest so, dass ja der Octavius bei Spider-Man 2 hat ja da hinten so einen Neurochip drinnen, der wo mit seinem Kleinhirn verbunden ist. Irgendwie so war das, glaube ich. Und der ist ja dann bei der Kernfusion geschmolzen, also durchbrennt und hat sich dann mit seinem Nervensystem verbunden. Und deswegen haben die Arme, die was er hat, praktisch für immer an ihm gebunden, so wenn man will. Ja? Mozart, habe ich dir gemeint. Doc ist sehr krank. Er könnte die Kontrolle über seine Motorik in einem Jahr verlieren. Und wenn wir nicht aufpassen, macht ein intrakranielles Implantat es nur schlimmer. Bis zur Persönlichkeitsveränderung. Wir müssen vorsichtig sein. Ja, genau, das geht ja schon so ein bisschen in die Richtung, wie ich gesagt habe, von die Filme her. Da hat jetzt zwar nichts mit seinem Rückenmark zum tun, mit seiner Wirbelsäule, aber es geht in die Richtung. Es geht so ein bisschen in die Richtung. Da haben wir die Wirbelsäule, meine ich. Ist dieser Wirbelsäule? Gut, kann der 1000 Viertel sein, aber... Ach so, das sind die Greifarme. Ach so, okay. Geh in Ottos Büro. Ja, bin ich ja schon. Und jetzt? Was soll ich machen? Ja, da hinten ist auch noch etwas. Nur Melon. Peter schöpft Verdacht. Er verbirgt es, aber ich spüre es. Er hat das Zucken bemerkt, die Verschlechterung meiner Feinmotorik. Naja, ich wollte ja ein Genie zum Assistenten. Natürlich weiß er es. Ich brauche mehr Zeit. Meine Arbeit kann das Leben von Millionen verbessern. Millionen von Leben retten. Auch mein eigenes. Ich brauche nur mehr Zeit. Ja, der Peter-Sepp ist halt nicht blöd. Eigentlich wollte ich ja klettern gehen um 9 Uhr. Ich glaube, das geht sich nicht mehr aus. Um 1:30, ich glaube auch nicht. Aber Mott sagt, du den Abend, dein Tagesplan läuft auch nicht so, wie er eigentlich... Also das ist nicht der einzige Tagesplan, der nicht so läuft, wie er laufen soll. Ich wollte eigentlich auch Resi 8 spielen und es geht nicht. Von daher, tun sie ja nicht runter. Hinterlehner, am Arsch lecken lassen, Show genießen. So geht's einfach mal. Kommst du heute Abend vorbei? Verlasse das Labor. Also. Doc, tut mir leid. Meine Tante schreit. Kein Problem, Peter. Ich wollte ohnehin gerade Pause machen. Aber erst noch die Telemetriedaten. Danke. Dauert nur ein paar Stunden. Er wollte gerade Pause machen, nur noch Telemetriedaten. Aha. Das heißt, er hängt die nächsten 18 Stunden auch da drin. Sehr gut. Man kennt's. Das ist dasselbe in Grea. Ja, ich möchte nur noch schnell was am PC einstellen. 4 Stunden später. DLC sagt nein. Ja. DLC sagt nein. Richtig. Leider. Hätte ich gern gespielt. Werd mir jetzt wahrscheinlich nicht mehr spielen. Ja. Hey, es ist mal da! Holy shit! Ja, Wahnsinn! Schau mal hier, das schaut gleich ganz anders aus. Wir verbringen irgendwie die ganze Zeit über in der Nacht. Hi, May. Lass mich raten. Verspätung? Nein, bin sogar schon unterwegs. Hast du was von Miles gehört? Nein, aber seine Mutter meinte, er kommt, also... Gut, ich komme gleich. Bis dann. Also das ist auch so ein kleiner Kritikpunkt, den ich an das Spiel geben kann. Es findet halt eigentlich überwiegend alles in der Nacht statt. Und das ist eigentlich schon, weil am Tag schaut das Spiel halt auch wahnsinnig geil aus. Zivilisten gefangen. Brauchen sofort Einheiten beim Union Square. Was haben wir jetzt Nebenmissionen technisch? Ja, dort den Heimvorteil, den kannst du an Arsch einschirmen, weil das einfach fucking langweilig ist. Und sonst haben wir eh nichts, oder? Dann machen wir direkt weiter mit der Hauptmission. Ernster Autounfall da unten. Die Nachteulen haben letzte Nacht vielleicht im Hochsicherheitsgefängnis Ra... Du schmierst die mal? Ja, du, da kannst Zwang am Motzog. Was machst du hier? Oh, es
Das war dein letzter Fehler, Penner. Was zum... Braucht man echt so viele Leute, um einen Teenager auszurauben? Wow. So, Europaletten ist OP umgekehrt. Wo ist der andere jetzt? Bist du verletzt? Aber Superhelden haben noch aktiv. Der Batman, okay. So, los ist skaten. Du bist der unglaubliche Spider-Man. Du bist der fantastische Spider-Man. Und noch andere Adjektive, die Jameson benutzt. Hey, das war echt mutig, aber nächstes Mal überlass das den Profis, okay? Okay, aber wenn gerade keine da sind? Na, du kannst so große Kerle nicht einfach angreifen. Ich meine, versteh mich nicht falsch. Ich kämpfe ständig gegen größere Typen. Aber dann habe ich auch... Wie damals, als du auf der Brücke gegen Rhino gekämpft hast. Das war echt großartig. Perfektes Beispiel. Wenn der andere größer ist, musst du schneller sein. Okay? Okay, aber für dich ist das vielleicht einfach. Aber ich kann halt nicht, was du kannst. Okay, Fäuste hoch. Echt jetzt? Ja, na los. The fuck? Erstens. Lass dich nicht vom Adrenalin leiten. Atme langsam und tief. Bleib cool. Hüfte ausrichten. Lass den Gegner kommen. Setz die Füße ein. Wenn sie die Balance verlieren, nutzt die Gelegenheit. Boom. Etwa so? Ja, ganz genau. Okay, nur diesmal schlag mich richtig. Direkt aufs Kinn. Okay? Ich halte das. Oh, sorry. Nein. Alles gut. Mach immer weiter so und du kommst klar. Okay? Lektion vorbei. Ich muss los. Hey, danke. Und so. Jederzeit. Er ist ein Zauberhafter. Das war Spider-Man. Ist ein toller Letten da nicht so. Oh, Herbert. Und das um 1:30 im Mittag. Das Asyl weiß ich sollte nicht. gleich davon sein. Spielen wir jetzt als Miles oder was? Was ist nichts verkehrt? Bin gleich wieder da. Tu dir nicht runter. Jo, Miles, was geht? Hey, das glaubst du mir nie. Ich habe gerade Spider-Man getroffen. Was? Wie krass. Amicia is watching. Oh, Mann. Hab ich voll vergessen. Ach Mann, er hätte sie dir garantiert abgekauft. Und dann wären wir voll berühmt. Ja, nächstes Mal mache ich's. Ich muss weg, hab's meiner Mom versprochen. Cool, bis später. Der Bauernmarkt ist eine gute Abkürzung. Hacking-App freigeschaltet, ja toll. Weitergehen. Seht ihr, bei Tageslicht schaut das Spiel ganz anders aus wie in der Nacht. Ja, es ist einfach es ist schon ein wirklich brutal hübsches Spiel. Mann, keine Fotos. Einfach weitergehen. Der Terroranschlag wäre was Gutes? Ach, das nun auch nicht. Aber was dann? Und was muss es denn? Moin, Oleg, erst bei Kaffee haben wir erst um 24. Guten Morgen, Wifi. Was habt ihr denn so lange drin gestern beide noch? Hat's ja noch gesessen, oder wie? Dann mal alle die Ausweise raus. Ausweiskontrolle. Und jetzt gehen wir in Ein. Disco, oder was? Es wird ewig dauern. Wenn die Drohne nicht wäre, könnte ich über den Zaun. Okay, Hackerman! Wow, das war zu einfach. Krass, dass Sables Systeme ungesichert sind. Vielleicht schicke ich einen anonymen Tipp. So lange geratscht und dann nach heimfahren. Achso, ihr wart unterwegs, Geh ja. ich wohl besser aus Lüchte. dem Weg. Okay, Hacking-App. Steh mir bei. Okay. Gut, los jetzt. Bist du behindert? Wow. Okay, da warten wir wieder bei Stealth. Aber weil viel Lust sind, auf alle Fälle erst einmal in Ruhe einen Kaffee schmecken, ja?
Wie ihr seht, wir spielen nicht Resident Evil. Warum spielen wir es nicht? Weil es nicht geht. Ja. Durch oder über das Ganz Gerüst einfach. rechts drüber. Es ist aber auch komisch, dass sie der aus dem App Store eine Hack-App runterziehen kann, die wahrscheinlich alles zerfetzt. Okay. Ruhig bleiben. Ich muss ihn ablenken. Siehst du was? Das passiert, wenn Sie meine treuen Hörer einladen und rufen an wegen dieser Sable International Truppe, die die Polizei bei der Suche nach Verdächtigen für den Anschlag im Rathaus unterstützt. Zuerst einmal, es ist eine Ehre in Ihrer Show. Hä? Wer hat mich da jetzt gesehen? Wer hat mich da jetzt gesehen? Verstehe nicht. Ah, hat sie er wieder. Ach, das kann natürlich sein, dass sie der wieder umdreht hat, ja? Das ist durchaus möglich. Was? Gut, meine treuen Hörer. Eine Menge Leute rufen an wegen dieser Sable International Truppe, die die Polizei bei der Suche nach Verdächtigen für den Anschlag im Rathaus unterstützt. Auf Leitung 3 hat dazu was zu sagen. Zuerst einmal, es ist mir Okay. in Ihrer Show sein zu dürfen. Moment, da müssen wir mal schauen. Da müssen wir schauen, was da überhaupt los ist. So. Die da kann man nicht hängen, okay, also zumindest noch nicht. Ja gut, auf alle Fälle müssen wir das hängen. Gut, meine treuen Hörer. Eine Menge Leute rufen an wegen dieser Sable International Truppe, die die Polizei bei der Suche nach Verdächtigen für den Anschlag im Rathaus unterstützt. Ken auf Leitung 3 hat dazu was zu sagen. Zuerst einmal, es ist mir eine Ehre, in Ihrer Show sein zu dürfen. Danke, Ken. Sie haben sich gerade mein neues... Die Dinger haben Geschütze. Dürfen mich nicht sehen. Das habe ich doch schon. Kann ich stattdessen ein T-Shirt haben? Ja, okay, jetzt Moment einmal. Ich habe ja nur die Möglichkeit, ihm da jetzt abzulenken, damit er sich wegdreht. So, und ich muss ja dann vorbeischleichen. Gut, meine treuen Hörer. Eine Menge Leute rufen an wegen dieser Sable International Truppe, die die Polizei bei der Suche nach Verdächtigen für den Anschlag im Rathaus unterstützt. Ken auf Leitung 3 hat dazu was zu sagen. Ken, Sie sind live mit J. Jonah Jameson. Zuerst einmal, es ist mir eine Ehre, in Ihrer Show sein zu dürfen. Danke, Ken. Sie haben sich gerade mein neues Buch verdient. Muss mal schauen, was er überhaupt treibt. Wo geht denn er überhaupt hin? Das habe ich doch schon. Kann ich stattdessen ein T-Shirt haben? Nein. Kommen Sie zur Sache. Mein Kumpel bei der Polizei sagt, dass diese Sable-Leute nicht der Polizei unterstellt sind. Offenbar unterstehen sie direkt dem Bürgermeister. Stimmt das? Tolle Frage. Schickt dem Mann 2 Bücher. Also, wem gegenüber ist Sable International eigentlich verantwortlich? Wenn Sie mich fragen, hat die Polizei... Das sieht mir eher. Wie viele korrupte Cops flogen auf, als Wilson Fisk ins Grütchen gewandert ist? Noch gibt es keine Zahlen, aber sicher Hunderte. Komm schon, ignoriere mich. Ich bin nicht da. Hey, was habe ich dann den noch hinten ablenken müssen, wenn ich eh vorbei hätte? Ich verstehe die Frage nicht. Okay, bin in Sicherheit. Verdammt. Okay. Das war krass. Oh, hey Mom. Hi Schatz, bist du gut im Feast-Asyl angekommen? Ja, bin gleich da. Miles, du weißt, dass du nicht im Asyl arbeiten musst. Doch, muss ich. Nein, du hattest die Wahl. Klar, und ich find's besser als die Therapie. Ich meine, es war hilfreich. Der Typ hat gesagt, jeder trauert auf seine Art. Das hier ist meine. Okay, tut mir leid. Mom, Ja? aber ich hab dich trotzdem lieb, auch wenn ich nicht darüber reden möchte. Oh mein Schatz, ich liebe dich so sehr. Wir stehen das durch, okay? Okay, ich muss weg. Ich rufe dich auf dem Heimweg an. Okay. Gut, das war eine Sneaky-Peaky-Mission mit dem Miles. Alles klar.
Dämonengesichter. Überall. Atmen Sie einfach weiter. Ich bin gleich wieder da, Mr. Hodges. Hey, Pete. Hey, sorry, ich bin spät dran. Oh, nein, schön, dass du da bist. Okay, also... Wie kann ich helfen? Warum siehst du dich nicht ein bisschen hier um? Sprich mit den Leuten. Weißt du was? Alle lieben Kaffee. Kaffee, okay. Mehr Kaffee, mehr gut. Dort zwei Future Kaffee. In Ordnung? Ja. Oh, keine Angst vor Mr. Hodges. Er beißt nicht. Meistens. Ganz sicher? Der mir klingt auch gut. Danke. Kann ich helfen? Nur wenn du weißt, was zur Hölle ein Quark ist. Das ist ein subatomares Teilchen. Also die Basiskomponente von Protonen, Neutronen, Hadronen. Subatomar. Das passt. Sehr gut, Kleiner. Du blödes Scheißding. Mist. Verdammtes Mistding. Darf ich mir das vielleicht mal ansehen? Hä? Oh, wir haben braunsche Röhren in der Schule. Ich kann sie reparieren, wenn Sie... Was? Nein, man muss noch ein paar Mal draufhauen. Geht's wieder. Oder es ist ein loses Koaxkabel. Okay. Bitte sehr, du Klugscheißer. Bitte, mach nur. Süß, der Opa. Uns erreichen viele Meldungen zu Officer Jefferson Davis, Oh. dem Helden des Rathaus-Attentats, seit bekannt wurde, dass er als menschlicher Schutzschild vielen anderen das Leben rettete. Davis Hey, hinterlässt Frischling, seine Frau füll mal Rio, auf. seinen Sohn Miles und seinen Bruder Aaron. Neben den Held. Ist ja echt heldenhaft, sich in die Luft sprengen zu lassen. Hey Ernie, du kennst also schon Miles. Er wird uns ein bisschen helfen. Vielleicht kennst du seinen Vater, Jefferson Davis? Ziemlich stark, dass er hier freiwillig arbeiten will, obwohl er gerade so viel um die Ohren hat. Findest du nicht? Ja, danke. Junge, Fettnäppchen. das tut mir leid mit deinem Dad. Komm, Miles. Wir helfen meiner Tante in der Küche. Drauf noch schon weghelfen. Mhm. Ja, der Sandwich darfst ja du. Nimm mir. Hey, May. Dann. Ich muss wieder los, aber ich habe dir Hilfe mitgebracht. Hi Miles, schön dich zu sehen. Schnapp dir eine Schürze, wasch dir die Hände und ich zeig dir alles. Hey, Peter. Vielen Dank für das da eben. Na klar. Fast Mittag. Sable transportiert jetzt Dr. Michaels. Sollte besser zur Bowery und ihn finden. Unsere Computer sind leider schon etwas älter. Schon okay. Okay. Vielleicht kann ich Ihre... May wirkt da echt da erstaunlich jung. Also im Vergleich zu den Filmen jetzt zum Beispiel. Hast dem Kleinen gut den Rücken gestärkt. Gut. Ach, da wird sogar im Ladescreen der Anzug mit angezeigt. Das ist cool. Weil war mir erst nicht sicher, weil meistens ist es ja so, wenn du irgendwelche anderen Cosmetics hast, dass das halt dann in den Zwischensequenzen nicht so ist. Dass da der Originale hergenommen wird. Aber tatsächlich, eigentlich wollte ich noch vor Mike sein Stream. Wird wohl nix. Ja, der Lieferdienst regelt Wife. Die anderen sagen, da darf man sich auch mal was liefern lassen. Ich will zur Bowery, damit Michaels, naja, sicher in sein neues, sicheres Versteck kommt. Lass das lieber. Silver Sable war deutlich. Du bist nicht willkommen. Tja, was soll sie machen? Mich erschießen? Ernsthaft? Ich würde dir zutrauen. Ah, gut. Ich bleib in der Nähe, aber nicht zu nah. Nur für den Fall. So, haben wir mir irgendwelche anderen Sachen, die wir machen können? Gut, die lassen wir sausen, weil, wie gesagt, einfach fucking boring. Und ansonsten haben wir jetzt, glaube ich, auch nichts anderes, oder? Na. Na dann, weiter mit der Hauptmission. Aber wo ist Dr. Michaels? Wir sind dann bereit, Dr. Michaels. Oha. Ist das der Teufelsatem? Es heißt GR27 nicht. Seien Sie vorsichtig. In den falschen Händen könnte es... Keine Sorge, wir sind die Besten der Welt. Da fühle ich mich gleich besser. Code 381, Paket ist unterwegs.
Wird sie wohl so ausgehen? Ja, das gehört dazu. Was zur Hölle ist das? Ein Panzer! Feinde! Paket sicher! Warum eskalieren das jetzt so? Wie ein bisschen Koffer zeigt doch. Spidey wo? Willkommen an Bord, Doktor. Ah ja. Ja, sicher doch. War das ein Captain America Move? Yuri, ich verfolge Martin Lee. Ich glaube, er hat Dr. Michaels und den Teufelsatem. Verstanden. Schicke dir mehr Einheiten. Michaels lebt noch. Das ist gut. Wahrscheinlich möchte er ihn zwingen, mehr Teufelsatem herzustellen. Ich muss diesen Laster aufhalten. Oder Panzer. Oder was das ist. Spidey, da muss er aber jetzt leider schon mal eine rügen. Du warst ein bisschen... Ja. Zu spät. Au! Hier spricht Sable International. Wir sind berechtigt, wenn nötig zu töten. Das war die letzte Warnung. Wow, wow! Da drin ist eine biologische Waffe! Alle Einheiten, Feuer! Wow! Aber nicht schlecht Warum schießen denn alle auf plötzlich mit Raketen? Verlassung zum Kämpfer. Spider-Man, weg da! Du beendest unseren Einsatzziel. Sorry, aber bei Operation Raketen in Manhattan bin ich nicht dabei. Hey, aufhören! Wer kennt nicht das explodierende Auto? Die Jungs in den Wagen erledigen, bevor ich mir Lee hole. Wow! Ja, das war da zu einfach gewesen. Was zum... Ab vom Hof, Zuppe. Eröffnen. Ziel verloren. Neu erfassen. Der Retter naht. Er wird kommen und alle Sünder vernichten. Oder auch nicht. Sorry! Lee, geben Sie's her! Ja. Bremsflüssigkeit! Wie sieht's aus? Hast du Lea erwischt? Was ist das jetzt? Ich arbeite dran! Ja, das nehme ich. Was machen Sie mit mir? Ich gebe dir eine neue Perspektive. Was zum Teufel? Ich muss ehrlich sein. Ich hatte gehofft, dich herzubringen. Meine Fähigkeiten verleihen mir eine gewisse Überzeugungskraft. Ich habe dich beobachtet.
Ich habe am Rathaus auf dich gewartet. Du bist nicht gekommen. Wo warst du? Ist das echt? Oder nur in meinem Kopf? Wirklich zu schade, dass so viele starben und sie kein Held rettete. Der Officer hat dir das Leben gerettet, nicht wahr? Er war deinetwegen hier. Und Norman wollte ihn benutzen. Am Ende war es vergebens. Und was hat Norman überhaupt gemacht? Er ist weggelaufen wie eine Ratte. Er wusste, was passieren würde und ist geflohen. Norman ist für diese Stadt wie Krebs. Er muss vollständig entfernt werden, damit er niemals zurückkehrt. Er versteckt sich hinter seiner Lügenmaske. Ich werde sie zerbrechen und ihn ans Licht zerren. Setz sie auf. Werde einer von uns. Ja, wahrscheinlich nicht. So oder so, du wirst zu mir kommen. Oh. Also. Die verlorenen Seelen. Die Unschuldigen, die du nicht retten konntest. Martin, ihr Blut klebt an ihren Händen. Du kannst Osborn aufhalten. Du bist stark genug. Den Willen gebe ich dir. Okay, das ist gerade ein bisschen spacey. Sie liegen in den Gassen und du hast nichts getan. Ich kann nicht alle retten. Was ist schon ein Leben? Tauschen wir. Ein Leben für eine Stadt voller Seelen. Aber... Verteidigt Osborn oben in seinem Elfenbeinturm? Das ist nicht echt. Ja, natürlich nicht. Zeig mir deine wahre Kraft. Achso, jetzt kämpfen wir gegen Lee selber. Auf die Knie. Ich reiße dir die Maske vom Gesicht und stelle dich bloß. Ich glaube nicht. Die Schatten sind meine Diener und ich gebe ihnen Kraft. Die Maske. Ich muss die Maske zerstören. Ich hole sie aus der Dunkelheit, Martin. Unmöglich. Sie können zurück ins Licht kommen. Ich breche dich und zerstöre dein Gehirn. Nein! Mehr Seelen, mehr gut, aber das waren Dark Souls Vibes. Ja. Jetzt hat er sich ja selber zurückgedrückt, nicht? Ja, der ist natürlich weg, ist klar. Alles okay? Haben die es? Ja. Wie besorgt muss ich sein? Sehr. Sie sind ein gefragter Mann. Der Tipf! Wo ist das Serum? Weg. Didiskoja. Ein toller Superheld. Du glaubst, Leute zu retten und machst alles nur schlimmer. Das ist deine Schuld. Meine Schuld? Er stand unter eurem Schutz. Brauchst du wirklich 2 davon? Stopp!
Wir müssen Mr. Osborn informieren. Ich gehe mit ihr. Danke. Das vergesse ich nicht. Ich glaube, die ist zintig, wenn du mich fragst. Juri, sag mir bitte... Ja, Moment. Erst müssen wir... Wir haben schon wieder einen neuen Anzug. Wie jetzt? Ach, den da jetzt, oder? Ja, aber den haben wir ja schon mal gehabt. Der darf aber auch, also der darf ja richtig geil ausschauen. Leute, ich glaube, den holen wir uns, ha? Also der schaut ja richtig geil aus. Sogar der Classic Spider-Man, aber heute in Metall quasi. Also der hat was, der gefällt mir. Der ist anders. Da müssen wir nur eine Herausforderung machen, das meine ich, das nehmen wir in Kauf. Was macht denn der überhaupt? Experimentelles Gewebe erzeugt Energieschild, der vorübergehend allen Schaden absorbiert. Das hört sich sauber auf, du. Die kann was, ja, die kann scheinbar was. Die hat sicher nur ihre Tage, sonst ist sie ganz ruhig. Meinst? Darf mich nicht wundern, wenn die Cynthia heißt. Warum soll denn die Cynthia heißen? Den nehmen wir. Ich glaube auch, dass wir den nehmen. Gut, wir brauchen eine Herausforderung. Dass du weißt, wo Lee ist. Als erstes Mal müssen wir mal unsere Fähigkeiten ausbauen. So, jetzt pass auf, was haben wir da? Ist deine Gesundheit unter der Hälfte gesunken, generieren Angriffe, schneller Fokus. Und da haben wir... Ja, der Bodenschlag ist für den Arsch. Dann haben wir das da. Ja, bauen wir aus. Fertig. Ende. Können wir dann da weiter da. Weil es zintig ist. Herbert, deine Witze, die waren einfach schon mal besser. Ja? Also die haben nicht, aber waren halt einfach schon mal auf einem anderen Level. Ja? Genau, wisst ihr, weil ich auch schreibe, warum nicht Cynthia? Ja? Dann schreibe ich Cynthia und nicht Cynthia. So, ne? Herbert, das geht besser. Wir haben ein Video von jemandem im Café. Offenbar ist er nach dem Unfall in eine schwarze Limo gestiegen. Schwarze... So, wir brauchen Herausforderungen, hat es mir geheißen. Da haben wir eine. Limo, super. Lass mich ausreden. Wir kennen Teile des Kennzeichens. Einer meiner Jungs hat eine passende schwarze Limo auf einem Parkplatz nähe Canal und Hudson gefunden. Du bist echt gut, Juri. Bin unterwegs. Ja, es ist Sonntag in der Früh, immer kann er auch nicht gut drauf sein. Erstens einmal ist Mittag und zweitens einmal ja. Michaels? Wie rufen Sie mich an? Habe ein Sable-Funkgerät geborgt. Also, den Teufelsatem würde man an wichtigen Knotenpunkten freisetzen. An Flughäfen, Bushaltestellen, Bahnhöfen. Dann verbreitet er sich wie ein Lauffeuer. Verdammt, warum entwickelt Oscorp eine Biowaffe in der Stadt? Macht man das nicht in der Antarktis? Der Teufelsatem ist wichtig für Norman. Er ist seit Jahrzehnten davon besessen. Das Projekt verstößt gegen alle Gesetze und Regelungen, aber das interessiert ihn nicht. Wenn die Stadt das erfährt, war es das mit der Wiederwahl. Nicht nur das. Er käme in Den Haag wegen Kriegsverbrechen vor Gericht. Warum erzählen Sie mir das alles? Sie trifft doch dieselbe Schuld wie Norman. Ja, absolut. Aber Lees Aktionen waren ein Weckruf für mich. Wir haben die Risiken viel zu lange ignoriert. Ich vertraue dir, Spider-Man. Du bist der Einzige, der das Richtige tun will. Bitte, schütze die Stadt vor unseren Fehlern. Natürlich darf es mir wieder ausbauen, weil irgendwelche Schwulschädel ins Blät haben, bis selber rauszufinden. Diese Bomben dürfen nicht explodieren! So. Eine gefahrlose Sprengung. Noch eine. Beeilung. Gut. Zehn Sekunden. Das hätte besser sein können. Ah, kriegen wir leider noch eine. Ja gut, macht nichts. Sind da noch bekannte Bösewichte dabei? Wir haben ja bisher... also es gibt 3 DLCs, die werden wir zwar nicht spielen. Mit der Black Cat gibt es ein eigenes DLC.
Dann mit Erm, den ich nicht kenne. Und sie ist halt die Silver Lining, das ist halt praktisch die zintige Alte, die uns gerade verdroschen hat. Und wir haben vor ein paar Streams haben wir's mit einem Tombstone zum Tor gehabt in einer Nebenmission. Aber inwiefern andere Superhelden, also Superbösewichte noch kommen, das weiß ich nicht. Das kann ich da leider nicht sagen, aber das wird man wahrscheinlich noch erfahren. Ich tippe einmal, ja, dass wir wahrscheinlich irgendwann noch mit Dr. Octavius was zum Tor kriegen. Das könnte sein, ja, weil der wird ja schon so ein bisschen eingeführt. Weiß ich nicht. Ich kann das nicht sagen. Aber cool war es auf alle Fälle. Ja genau, natürlich vollends auf die Kanten, dass er nicht weiter rennen kann. Sehr gut. Nachricht von Doc. Parker, ich wollte Ihnen danken. Ihre Arbeit an den neuralen Schnittstellen war einmalig. Ich wünschte, Sie könnten sehen, was das bedeutet. Mir schwant allmählich, wie mächtig und hinterhältig die Kräfte sind, die sich gegen wahre Visionäre stellen. Aber es ist bald soweit. Versprochen. Ich tue alles für unseren Erfolg. Mächtige und hinterhältige Kräfte. Das klingt gar nicht gut. Ich sollte mal bei Doc vorbeischauen. Ist das die nächste Hauptmission oder was? Hihi hat Einführung gesagt, Gott meine Wehr geht auch noch. Geht auch einen Bach runter, wenn ich Hunger habe. Gehen wir mal was zu essen. Mach das, Mozart. Einen guten Appetit. Lukas, Leon Pro 123. Merci für das Following. Dankeschön. Alles fit bei dir. Ich muss die Bomben schnell entschärfen. So, dann machen wir den, aber dann kriegen wir auf alle Fälle nochmal so Herausforderungsmarken und dann können wir uns den Anzug holen. Ja, der war nice. Boom, das Dynamit. Noch eine. Beeilung. Also wer platziert denn da im Mülleimer eine Bomben? Hi. Geht so. Ich hoffe, der Psycho denkt jetzt nicht... Okay, dann können wir uns jetzt den Anzug holen. Oder wie sage ich das? Ach, zauberhaft. Sehr gut. Jassi, habe ich dir. Servus, grüß dich. Alles fit bei dir? Die Herstellung eines neuen Anzugs fürs Radmaschine, die neue Anzugkraft aus sofort von der. Ja, wirklich. Nutze die Anzugkraft. Achso, das kann ich dann Ach, geil. Ich kann da festlegen, was für Anzugkraft das da drinnen ist. Echt? Ja, okay. Arsch hin. Wir glänzen wir jetzt, oder? Jetzt haben wir ein glänzender Superheld. Ist das super, oder was? Ja, das ist offensichtlich super, aber... Zauberhaft. Wie der strahlt im Lichtel. Der blendet jetzt alle Gegner, habe ich gehört. 10:30, Körperverletzung. Vorsichtig vorgehen. Benötigen Officer vor Ort in Clinton. Das hört man gerne. Also bei uns ist soweit alles fit. Ja, Resident Evil hat nachgesagt. Ja, deswegen spielen wir Spider-Man heute. Glitzert der in der Sonne, 100%. Der Teufelsatem ist weg. Ich sollte MJ vorwarnen. Hier spricht Mary Jane Watson. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht und ich rufe schnellstmöglich zurück. Was hast du nur vor, MJ? Hab's gerade gelesen. Frech. Oh ja, das ist richtig frech. Das ist richtig frech. Wir werden es wahrscheinlich auch nicht mehr im Stream spielen. Laut Standish suchen die Dämonen etwas in Aber wir sind an der Börse, oder wo? Aber was bitte könnten sie dort brauchen? Sollte wohl Peter anrufen und ihm sagen, was ich gerade mache. Obwohl, lieber nicht. Er würde mich sowieso nur nach Hause an meinen Laptop schicken. Ich schaue mir das schnell an und lass ihn wissen, was ich finde. Sie erhalten Fahrkarten
Okay. Das sind aber viele Oscorps. Ja, das Komische ist, es läuft ja scheinbar bei anderen Leuten schon. Ja, das Problem ist, ich habe gestern das Spiel noch runtergeladen, damit ich eben heute in der Früh keinen Stress nicht mehr habe. Dann habe ich es um 9 Uhr gestartet, weil weißt du wie es ist. Manchmal kommt dann noch ein Patch hinterher oder es funktioniert was nicht gescheit. Dann habe ich das Spiel aufgemacht, dann fängt es Lohner an, dann kriegst du eine Meldung. Praktisch, ja, das Spiel speichert an gewissen Punkten automatisch, bla bla bla. So, und dann stürzt das Spiel ab, dann kommt von Resident Evil so ein Absturzbericht, der lohnt sich dann auf, also quasi, der lohnt da quasi irgendwie einen Server auf, wie keine Ahnung. So, und dann macht das Spiel zu und das war's. Dann habe ich im Internet gelesen, ja, man soll ja mal die DLCs deaktivieren und nur das Spiel aufmachen. Dann habe ich das probiert, hat natürlich auch nicht funktioniert. Und dann hat es geheißen, was man noch da kann, ist neu installieren. Ja, um 10 nach 9 kriege ich 32 oder 33 Gigabyte nimmer runtergeladen bis zum Stream. Und das hat mich so abgepisst, ich war eigentlich eh schon wieder so kurz davor, dass ich überhaupt nicht streame, weil es mich einfach aufregt. Und dann habe ich zu mir gesagt, Alter, ich sage es halt einfach auch nicht ein, dass ich dann jetzt halt mit oder renn und auf Biegen und Brecher irgendein Spiel ausdruckt, das wo halt dann wahrscheinlich eh nicht gescheit funktioniert. Wahrscheinlich bringt es neu installieren auch nichts. Und das ist einfach das habe ich bei Plugtail schon angesprochen, das geht mir tierisch auf den Piss. Wenn Leute oder Spieleentwickler irgendeinen Scheiß auf den Markt rotzen, der wo nicht komplett gut funktioniert. Da rede ich jetzt nicht irgendwie von kleinen Bugs oder kleine Fehler, über das redet kein Mensch, aber ich kann es einfach nicht verstehen, wie man so dumme Scheiße auf den Markt bringt, die wo nicht bei alle gleich funktioniert. Wenn's da, du zahlst Geld für Apps und ich habe jetzt nichts davon. Ja, ich stirbe jetzt nicht drüber, weil ich mir das gekauft habe, aber mir geht es da einfach ums Prinzip. Und das pisst mir einfach an. Und das hätte man von Capcom ehrlich gesagt nicht erwartet. Dann gibt's zurück. Weiß ich nicht, ob ich das bei MMOGA zurückgeben kann. Wie auf einer Oscorp-Ausstellung. Oscorps Entwicklungsteam arbeitet eifrig an einer radikal neuen Form von Batterie, die sich selbst mit Hilfe von Schallwellen auflädt. Schon in wenigen Monaten werden Sie ein Telefon kaufen können, das nie an die Steckdose muss. Cool. Ja, und jetzt? Was soll denn überhaupt machen? Sieh dir die Oscorp-Bildschirme an. Achso, ja dann. Oscorps revolutionäre medizinische Evakuierungsdrohne, kurz MIT, bietet sofortige Notfallhilfe, sogar in den gefährlichsten Gebieten der Welt. Aha. Muss man jetzt jeden Bildschirm anschauen, oder was? Hat sie behindert? Verschlüsselt Sie Ihre Daten mit Oscorps Cerberus-Schlüssel. Weltweit einzige unüberwindbare Verschlüsselungsalgorithmus. Ah, Gott sei Dank noch kann ich erinnern, das ist ja schon mal was. Von Kratzern bis zu Schusswunden. Oscorps patentierte Nanotechnologie erhöht die Heilungsrate des Körpers um das 1000-fache. Wir retten nicht nur Ihr Budget. Bitte melden Sie sämtliche verdächtigen Aktivitäten dem nächsten Mitglied des Sicherheitsteams. Und da haben wir auch noch zwei Bildschirme. Ah, jetzt hat da. Ich hasse sowas auch, wenn du Geld ausgibst und dann geht's nicht, aber jetzt spielen wir mal ins Beide. Jetzt spielen wir erst einmal ins Beide, ja. Wenn die müssen wir durchbringen, ja, abgesehen davon, dann machen wir halt heute und morgen Spider-Man, das hilft halt dann nicht. Und eventuell, je nachdem, vielleicht lade ich es noch nur mehr runter und schau dann auf Nacht, ob es geht, und wenn es dann wirklich geht, dann spielen wir es eventuell nur, wenn es dann nicht geht, ganz ehrlich, dann lasse ich mich am Arsch lecken von Resi 8. Dann schauen wir es irgendwo im Internet an und dann spielen wir es halt nicht selber, das meine ich, dann spielen wir mal wieder anders Horrorspiel dann, wenn es mal wieder nicht anders geht. Das bringen manche Mini-Developer besser zusammen teilweise, siehe Plugtail. Aber egal, gut, dass du trotzdem da bist. Vielen Dank. Ich tue mein Bestes. Dieses Verteilgerät für Gaia-Mikroben setzt spezielle Mikroben in der Atmosphäre frei, die dafür sorgen, dass unsere Ozeane und Flüsse sauberer sind als jemals seit Menschengedenken. Mr. Lee. Es wird für alle leichter, wenn du ruhig bleibst und tust, was ich sage. Polizei! Hier drüben! Nein! Oha. Lucius! Ich bin gleich so, bin sofort bei euch. Wir haben gerade eine Cutscene.
Wie unfähig sind die Polizisten bitte? Lucius, aber recht. Bin sofort bei euch. Bin sofort bei euch. Osborns Büro. Aua. Geben Sie mir Bürgermeister Osborn. Und Sie sind? Der Mann, nach dem er sucht. Was wollen Sie? Seien Sie am Grand Central Terminal. In 30 Minuten. Allein. Oder noch mehr Blut klebt an Ihren Händen. Ah ja. Und jetzt? Gut, können wir mal Pause machen. Lucius, danke dir für deinen Raid. Grüß euch miteinander. Was hat's denn bei euch gegeben? Wie war eigentlich der Stream? Ich hoffe, er war zauberhaft. Schön, dass du hast. Haben wir uns schon Zeilen nicht mehr gehört, tatsächlich? Ist alles fit bei euch? Hi, Wazi, viel Spaß euch. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Wir haben mitten in Spider-Man, es eskaliert gerade wieder mal massivst und ja, schauen wir mal, wie lang das der Wumms noch geht. Genau, schaut's gerne mal beim Lucius vorbei. Ist auch ein Souls-Liebhaber, ja. Tut da teilweise Bastelstreams oder Malstreams machen, ja. Kann man gerne mal draufschauen, auch gerne mal ein Following da lassen. Und ja, ihr wisst es eh. Support ist kein Mord. Danke dir nochmal, Lucius. So, was muss ich jetzt machen? MJ, bin unterwegs. Geht es dir gut? Ja, alles gut. Aber beeil dich. Ich mach so schnell es geht. Was tust du in Grand Central? Erklär ich später. Hör zu, Lee hat vor, den Teufelsatem freizusetzen. Du musst sofort weg da! Das wird er erst tun, wenn Norman Osborn hier ist. Moment, das war sicher die ganze Zeit Lees Plan. Er wollte Norman zwingen, den Teufelsatem freizusetzen, damit er schuld ist. Ergibt irgendwie Sinn, wenn man ein Psychopath ist. Gut, ich bin hier. Komme jetzt rein. Sollte ich auf irgendwas achten? Ja, entkommene. Melde die Gefahren. Da sind wohl ein paar Drohnen auf Streife. Er weiß offenbar, dass du kommst. Keine Angst, ich bin im Lüftungssystem. Siehst du einen sicheren Ausgang? Ich will nicht sterben. Nein, bitte. Sicherer Ausgang. Südwestliche Ecke. Bin schon unterwegs. Okay. Ach, das ist ja geil. Wenn ich näher komme, sehen die Drohnen mich. Siehst du dieses Tablet da? Das steuert die Drohnen. Kommst du daran? Ja, wenn du sie ablenken kannst und es überlebst. Bin bereit. Sag Bescheid. Okay, ich bin bereit. Achtung. Ah, das ist ja cool gemacht. Ja, und jetzt, wieso? Hallo, wie kann ich jetzt gehen? Weiter. Ich gebe mich nicht kampflos geschlagen. Ja, super Idee. Moment! MJ, was machst du denn? Beruhigen wir uns alle erstmal. Ich bin Reporterin. Ich habe Kontakt zu Bürgermeister Osborn. Ich kann dafür sorgen, dass er kommt. Pünktlich. Wie? Zuerst, lasst ihn gehen. 李先生，这记者说他知道怎么找到奥斯喷。遵命。把他带到这边来，跟其他人分开。李先生马上就到。 Super Sache. Wo ist denn das beide jetzt? Der war nicht schlecht. Das Geländer. Sie dürfen mich nicht sehen. Ja, das ist ja nur Lohr.
Okay, da haben wir wieder unsere Sneaky-Peaky-Mission. Aber wo müssen wir hin, ist die Frage. Drohnen, Entdeckung. Hast du noch das Tablet? Ja. Beeil dich lieber. Okay, ich schaff das. Komm schon, komm schon. Fast geschafft. Ich hab's geschafft. Gut gemacht. Bringen wir dich jetzt hier raus. Was ist mit dem Teufelsatem? Ich hole ihn später. Nein, wir sind Partner, weißt du noch? Können wir später streiten? Die Leute könnten sterben, wenn wir ihnen nicht helfen. Und du auch. Das werde ich nicht zulassen. Nein. Ich habe mich selbst reingeritten und komme auch selbst hier raus. Was meinst du mit dich selbst reingeritten? Und schau wieder ab. Das gefällt mir nicht. Das sind zu viele. Dann erledigen wir sie doch einfach. Lautlos. Was mit dem Köder zum Ziel? Sie sind sich noch zu nahe. Sehr gut. Schnapp ihn dir. Ja, okay, das schon. Oh Gott, Sony, warum denn? Warum? Oh, das ist aber jetzt aber. Also, das ist aber. Also, das hätte man wirklich anders animieren können. Also, bitte. Also, ich meine nicht, dass er den aufgezogen hat, sondern dass er vor mir verschwindet. Jetzt. Da, schaut euch das einmal an. Da, das schaut noch ganz okay aus. Und jetzt passt auf uns beide auf. And he's gone. Also, I don't like. Versuch, diese Gruppe zu trennen. Ich versuche mal, sie zu trennen. Oh. Pack ihn! Das ist die neue Tarnkappentheorie. Kennst du noch nicht? Ach, so ist das. Ja, dann. Los! Aber die Mission an und für sich finde ich cool gemacht. Das ist schon nicht schlecht. Also Respekt. Wusstest du, dass Lee hier ist? Nicht so richtig. Was soll das heißen? Ich dachte, dass irgendwas passiert, aber nicht so. Warum hast du nichts gesagt? Wir sind doch Partner. Hey, Partner vertrauen einander, Peter. Was soll das heißen? Ich vertraue dir. Ja, wenn ich zu Hause an einem Laptop sitze. Ach, komm schon. Können wir jetzt bitte weiter die Stadt retten? Ah, da hinten ist auch noch einer, den müssen wir auch noch entsorgen. Wenn ich um mich komme, I guess. Weil der ist ja Mutterseelen alleine. Oh, der ist auch nicht Mutterseelen alleine. Schalt ihn aus! Das haben wir ein Haufen. Momentane Teleportation, ja, der war wahrscheinlich beim Son Goku im Training. Das kann durchaus möglich sein. Achso, der wird von denen an. Pack ihn! Schalt ihn aus! Hä? Okay, ja, das eigentlich da. Wollte ich gerade sagen. Los! Okay. This is a little bit dangerous. Gehen wir lieber mal außen rum.
Wir müssen da jetzt eigentlich eher... Würde ich gerade sagen, müssen da eher jetzt... Schalt ihn aus. Okay. Hätte ich gar nicht so. Muss an ihm vorbei. Bin bereit. 人质还这边了吗？控制机在手上，不过我们也不找到他。如果他交家了，starte den Timer. Oh. Nutzt die Chance. Beschäftige sie. Ich übernehme den Teufelsatem. Weißt du, was du da tust? Nein. Aber hat mich das jemals aufgehalten? Oh, okay. Blau ist wohl mit der Batterie verbunden. Gelb mit einem Lüfter. Rot hat ein kleines Ausrufezeichen. Gut. Du musst als erstes die Kabel von der Batterie trennen. Folge den Kabeln bis ans andere Ende und löse sie. Okay. Trenn die Kabel von der Batterie. Ja, das muss ja dann da sein. Ja, und jetzt? Was sind jetzt mal? Trenn die Kabel von der Batterie. Oh, so ein Chaos. Hä? Was sind da jetzt? Ja, ich kann da... Hallo? Ich kann da... Achso, das muss man da hier vorne machen. Okay. Oh nein! Okay, das war der falsche. Das muss man vorne anschneiden. Den wir schon, hä? Okay, was siehst du? Da sind 4 Kabel. 2 blaue, ein gelbes... Oh, okay. Blau ist wohl mit der Batterie verbunden. So, das ist das unten. Lüfter. Rot hat ein kleines Ausrufezeichen. Gut. Du musst als erstes die Kabel von der Batterie... Blauer? Folge den Kabeln bis ans andere Ende und löse sie. Okay. Trenn die Oh Kabel Gott, das macht ja Wendungen. Gut, das ist das Rote da, oder? Trenn die Kabel von der Batterie. Oh, so ein Chaos. Okay, erstes Kabel getrennt. Jetzt das zweite. Warte mal, das Blaue, das geht dann da um. Das ist jetzt das, was trennt ist. So, und das zweite, das geht unten durch. Das ist das da rum. Was? Der Timer steht jetzt auf 30 Sekunden. Eine Sicherheitsmaßnahme. Und was jetzt? Der Lüfter? Ja, und dann das letzte Kabel. Aber beeil dich. Gelb. Okay, das ist der, oder? Okay, jetzt das Rote. Geschafft. Gut gemacht. Ja. Oha! Bringen wir jetzt die Leute hier raus. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Bist du bereit? Okay, ich mach den Weg frei. Aber bitte leise. Volksbanken, Raiffeisenbanken. So. Das machen wir Sneaky Picky, ja? Wir dürfen ja nicht so auf Sneaky Picky spielen, also spielen wir jetzt Sneaky Picky. So. Unser bester Freund, unsere Drohne. unser... Ja, du gehst gleich mal her, du. Du willst nichts mit Fernsehen schauen, da. So. Muss vorsichtig sein, sonst werden die Geiseln verletzt. Wir müssen sowieso Sneaky Peeky, abgesehen davon. So. Warum will Lee eigentlich New York terrorisieren? Gut, dann den Automaten kann man auch mal hinklatschen. Da rennt bestimmt einmal wieder einer vorbei. Oh, der hat wieder.
Der Laufbahn aber... Oh, leckend das Feld. Ich Bist hätte du niemals auf diese bescheuert? Weise Geiseln genommen. Er hatte recht. Ich vermisse ihn. So mit Dome luren. Ja, genau, wie auch immer. Mhm, da hinten hat es einen erwischt. Oh. Okay, der schaut jetzt länger Fernsehen. Achtung, weißes Zeug von oben. #Darkroom. Was? Sei, habe ich dir. Achtung, weißes Zeug von oben. Hashtag. Merci für deine 69, habe ich dir. So. Putzt dich schon. Okay, einer von hinten muss jetzt da noch hergehen, das hilft uns nicht. Okay, der ist raus. Gute Nacht. Der ist Du auch musst noch raus. ein paar aus dem Weg räumen, dann kannst du dich gefahrlos bewegen. Schnell! Der ist auch raus. Wie vorhanden ist der jetzt eigentlich nur? Da hinten schleicht nur einer. Da steht nur einer. Ja gut, das sollte man jetzt eigentlich relativ gut hinkriegen. Schlaf schön. Da erlauben wir den Spaß jetzt einfach. Fuck. Okay, MJ, Zeit zu gehen. Verstanden. Leute, alle mir nach! Nice. Nicht ganz. Ah ja. MJ, hast du es geschafft? Ja, alle in Sicherheit. Gut gemacht. Hey, Peter. Ja? Nach der Sache Au! sollten wir beiden reden. Au! Ja, sollten wir. Aber zuerst tritt Lee in den Hintern. Okay. Mit MJ sollte man es sich niemals verscherzen. Was mich heute wohl erwischt hat? Okay, Jungs, kleines Quiz. Wusstet ihr, dass Grand Central den größten Keller in New York City hat? Wer schießt da mit einem Raketenwerfer? Verrückt, was? Da unten würde die halbe Brooklyn Bridge reinpassen. Ha, aber sowas bauen Der die schubst heute sie gar da nicht rum. mehr. Früher waren die Hau Keller ab in da New York mit deiner einfach tiefer. Puffen. Naja, so ein Quiz macht Spaß, aber ich muss euren verrückten Boss davon abhalten, die Stadt zu zerstören. Bringen wir es zu Ende.
Wie hat er denn das jetzt gemacht? Fluchtplan ist der Zug. Er darf nicht entkommen. Der Bahnsteig ist offen. Da ist sicher auch Lee. Au. Da, Müll zu Müll. Ja. Der Zug bewegt sich. Lee entkommt. Irgendwie haben sie eine Endkämpfe oder so Bosskämpfe oft in einem Zug, habe ich so das Gefühl, bei Superheldenspielen. Sorry, bin zu spät. Passiert mir dauernd. Und es sah, dass der erschissen ist. Warum tun Sie das? Ich begleiche eine Schuld. Houston? Ach, man muss, okay. Besser auf Distanz. Hat nicht geklappt. Ich sollte besser abwarten. Meine Chance. So, jetzt kann man springen auch noch, okay? Er ist wehrlos. Muss meine Chance abwarten. Okay. Sie sind krank. Ich will Ihnen helfen, Martin. Jetzt legen wir den anderen Zug an, oder? Weiß. Aua. Also, ja, ich wollte schon sagen, das muss ja irgendwann. Einmal können wir, dass er switcht zwischen den Angriffen. Okay, yes. Okay, das ist der da, okay. Ich will Ihnen nicht wehtun! Nichts kann mir wehtun. Nicht mehr. Wie war das? Keine Bremsen? Kein Problem. Ja, typische Spider-Man-Action kommt jetzt da. Das hat letztes Mal funktioniert. Juri, bauen Sie noch an der 42. und 1.? Ja, da ist noch eins dran gesperrt. Wieso? Ah ja.
Nächster Halt? Knast. Und Arm ab. Mindestens. Ja, aber das Züge aufhalten, das ist so ein typisches Spider-Man-Szenario. Oha, was haben wir jetzt auf der Zwangsjacken, oder was? Bringt die Ladung zurück ins Labor. Und der Zug braucht doch mal frische Luft. Warum gibt's im Warum gibt's im Zugrestaurant keine Pizza? Weil er kein Mittler... Der ist nicht schlecht. Highlander, der ist nicht schlecht. Der ist eine 10 von 10. Ja? Hey, ich bin's. Sag Bescheid, das gibt der Plus. Der ist nicht schlecht. Der hat keine mittlere Schiene. Der ist zauberhaft. Und das ist jetzt nicht reden? Nein, 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 nicht die Art von vorbei. Ah. Ah. Bitte sag nein, bitte sag nein. Okay, okay. Und nicht okay. Was gibt's da nachzudenken? Oh, ach ja? Vielleicht. Oh, klasse. Okay. Du hast es geschafft. Lee kommt ins Raft. Der Teufelsatem ist sicher bei Sable. Wie geht's dir? Wie es mir geht? Wie viel Zeit hast du? Nicht viel. Deine Heldentaten sind mein Papierkram. Aber weißt du was? Gute Arbeit. Danke, Yuri. Das habe ich gebraucht. Okay. Der Lee ist jetzt erledigt? Mit Lee habe ich die Stadt vergessen. Wird Zeit, wieder der freundliche Spidey aus der Nachbarschaft zu sein. Erkunde die Stadt, um deine Ausrüstung und Fähigkeiten zu verbessern. Okay. Neue Nebenmissionen freigeschaltet? Frage, Mr. Herbert, sind Sie anwesend? Ist die Spiel jetzt durch? Weil der Lee ist ja down. Quasi. Polizei... was haben wir da? Fehler der Datei nicht gefunden, okay? Noch lang nicht. Also das geht storytechnisch schon noch weiter. Weil das irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie der Lee ist weg und irgendwie heißt es, ja, du musst jetzt Stadt weiter erkunden und der Pizza hat mir soll jetzt die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft sein. So. Wart's ab. Also es geht noch weiter. Also Spiel ist noch nicht fertig. Sag ich das richtig? Weil es wirkt halt gerade ein wenig so komisch. Deswegen frage ich. Ja gut. Das war jetzt so die Hälfte, Gruppe. Das war erst die Hälfte? Du verarschst mich jetzt aber hoffentlich, oder? Das war nicht erst die Hälfte. Ja, wenn ich für den Fall, dass das erst die Hälfte war, dann könntest du das vergessen, dass wir das fertig bringen, bis dass wir das Pokémon-Spielen anfangen. Aber das schaffen wir auf keinen Fall sonst. Beziehungsweise wir schaffen es nur, wenn wir uns dann nur noch ausschließlich auf Story-Missionen konzentrieren. Bisschen mehr wahrscheinlich. Wir haben jetzt, was haben wir jetzt? Wir haben das Kampagnenfortschritt 67%. Hier noch ein Anruf, wie ich ihn in letzter Zeit aufbekomme. Sprechen Sie.
Mr. Jameson, ich möchte mich entschuldigen. Ich dachte, Sie sind ein Schwarzseher. Aber sehen Sie sich die Stadt doch an. Ich habe Angst, auf die Straße zu gehen. Und mit Recht. Ich nehme Ihre Entschuldigung an. Ich verstehe es ja. Sie wurden von den Mainstream-Medien eingelullt, die runterbeteten, dass alles gut sei, dass man sich nicht sorgen brauche, weiter konsumieren, keine Fragen stellen. Damals war ich ein einsames Stimmchen im Wind. Aber jetzt wird zunehmend Leuten wie Ihnen klar, wer recht hatte. Und so, werte Freunde, holen wir uns unsere Stadt zurück. Aber Campania geht hin. Antwort beim Flirten, bist du Solo, kommt er davor. Sucht mit... Han Solo. Ja, jetzt war quasi schon geschockt, wenn wir mir jetzt erst die Hälfte vom Gesamtspiel hätten. Also so praktisch. Ja. Wir reden jetzt rein von der Kampagne her. Wenn wir jetzt Kampagne schon wegen vorgeschritten haben, wahrscheinlich wird es so werden, dass wir uns überwiegend auf Kampagne konzentrieren. Aber am Ende dürfen andere deinen Mist wegräumen. Wie kommen Sie jetzt darauf, Officer? Fisk wird davonkommen. Wohl eher nicht. Wir haben Jahrzehnte Beweise gegen den Dicken. Nicht mehr. Das Fahrzeug mit den Beweisen wurde überfallen. Diese Festplatten werden wir wohl nie mehr wiedersehen. So einfach kommt mir Willy nicht davon. Ich hol die Platten zurück. Okay. Fehlerdatei nicht gefunden. Nachdenken. Die Beweise haben RFID-Identifikationsmarkierungen. Wenn ich die verfolge, sollte ich die Festplatten finden. Ich muss mich beeilen. Okay, suchen. Einmal suchen, bitte. Ich spotte immer über Jameson, aber seine ständigen Lästereien erreichen die Leute tatsächlich. Ich meine, Fisks Leute klauen die Festplatten und das ist dann meine Schuld? Aber jetzt ist vor allem wichtig, dass Fisk nicht damit davonkommt. Es war nicht so zauberhaft, ja. Ah, wieder auf seiner Baustelle, oder was? Gerade noch. Offenbar sind die Festplatten noch alle intakt. So, dann vermasseln wir Willy mal die Party. Sneaky Peaky hat's geheißen. Schrotten wir die Festplatten nicht einfach. Das müssen auch die richtigen sein. Die ITler... Hat mich überrascht, was? Der muss gleich mit Start sein, du. Bereithalten, ich gehe dem Geräusch nach. Ja, kann er schon noch hingehen. Bringt ja wohl nichts mehr. So, Müll zum Müll hat er mir geheißen. Jungs, Spider-Man ist hier. Hey, aufgepasst. Wir kriegen Besuch. Ich sehe nach. Desto schmerzhafter wird es werden. Okay, das glaube ich nicht. Bitte komm, Echo 1. Keine Antwort von Echo 1. Position überprüfen. Mach ich. So, wie viel haben wir denn da jetzt noch? Hier kommst du nicht raus. Ach, meinst? Jemand was? Wer das wohl denkt. Johnny, bist du das? Ich sehe ihn! Er ist weg! Kriege ich ihn nicht! Hier sein! Ich stelle alles auf den Kopf weg, Tommy! Das war's? Andere Leute verteidigen ihr neues Smartphone härter. So, das waren alle. Ja, gut. Sie sind nicht beschädigt. Perfekt. Jetzt muss ich sie nur noch zum Revier Hell's Kitchen bringen. Lass mich raten, da kommt noch irgendwas dazwischen. Das war's einfach für 3000 XP Würde gern Willys Gesicht sehen, wenn er von Mission. dem hier hört. Da kommt ihm sein Gefängnis-Bordeaux hoch. Lass mich raten, das sind die falschen Festplatten, weil die schon gewusst haben, dass es beide kommt, hundertprozentig.
Fisk geht nirgendwo hin. Ich hab die Festplatten. Moment mal. Du wusstest zufällig, wo du sie finden würdest? Vielleicht arbeitest du ja tatsächlich für den Kingpin. Wow, echt jetzt? Ich klaue sie und bringe sie dann zurück? Meint ihr Jungs echt, ich hab nichts Besseres zu tun? Oh oh. Raketen! In Deckung! Hey! Ist das nicht ein wenig übertrieben? Dass im Bett bleiben sollen. Ja, genau, das denken wir ja ab und zu. Die werfen uns entgegen, was sie haben. Okay. Elender. Alles wegen der Festplatten? Habt ihr noch nie was von der Cloud gehört? Oh. Und erst an mir vorbei, wenn sie euch wollen. Genug gespielt! Au! Dafür schieße ich dir den Kopf weg! Unwahrscheinlich. Ach, da ist noch einer. Eine Gangster-Fahrgemeinschaft? Immerhin ist Fisk umweltfreundlich. Ah ja. Umweltfreundliche Gangster. Holt ihn auf den Boden! Sag mal, wo schießen denn die Polizisten überhaupt? Die gegen den Luftwaffe oder was? Mist. Fisks Leute haben es wohl nach oben geschafft. Ach, komm schon. So, ich brauch's dann leider. Ein schöner Sonntag euch. Bis bald. Mr. Werb, merci dir fürs Zuschauen. Dir auch noch ein schöner Sonntag. Lasst sie nicht an die Platten! Schocktaktik! Ja, toll. Schön. Spider-Man, tut mir leid. Habt ihr Unrecht getan. Jameson soll zur Hölle fahren. Danke vielmals, Officer. Eins noch. Kommst du wirklich aus einer anderen Welt? Ja, sie heißt Queens. Bis dann. Okay. Sie heißt Queens. Ja, gut. Gut, jetzt wird es dann eigentlich mal nur interessant, wer dann statt dem Lee der Bösewicht wird. Wahrscheinlich der Octavius, könnte man vorstellen. Okay, es scheint alles soweit in Ordnung zu sein. Peter Parker könnte mal wieder Zeit im Labor verbringen. Das sage ich doch. Mr. Angel, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, morgen ist eine gute Zeit um 3 verloren. Das habe ich dir. Es wird. Überhaupt nicht, Oleg. Warum denn überhaupt nicht? Oh. Hallo? Parker! Du bist alt wie den Scheiß. Genau Der muss den Scheiß. Zum Feiern. Feiern? Moment.
Wo sind die Arme? Oh, wow. Oh boy. Wie cool. Aber wie haben Sie... Intrakranielles neurales Netzwerk. Neurotransmissionsgeschwindigkeit unter einer Nanosekunde. Schneller als Signalübertragung im Gehirn. Oder zu einer externen Prothese. Das ist es, Peter. Und niemand kann uns das mehr nehmen. Unglaublich. Und Ihre Arbeit am neuralen Netz war der Schlüssel. Aber es ist noch nicht mal getestet. Es sind noch so viele Fragen offen. Es funktioniert wunderbar. Kommen Sie, sehen Sie. Das ist beeindruckend. Das ist jetzt genau das, was ich gesagt habe vorher. Das ist eine Anlehnung, also was heißt Anlehnung? Das ist in den Filmen schon so gewesen, dass dem sein Nanochip indirekt mit seinem Kleinhirn verbunden ist. Ja? Und im Film schmeizt der dann durch, beziehungsweise er verschmeizt dann mit seinem Rückenmark und dann hat er ein Problem. Und ich könnte mir vorstellen, dass das mit ihm da jetzt nicht anders passiert. Freitag arbeiten gewesen, dann auf der Lahn und gerade 3 Stunden geschlafen. Um 2 in der Früh heute bin ich dann heimgefahren und vor einer Stunde wieder aufgestanden. Nur Watte im Kopf, wie als hätte ich gesoffen. Ach du Scheiße. Mr. Angel. Punkt Nummer 1. Erstens einmal habe ich die. Punkt Nummer 2. Kaffee holen, ja, oder Red Bull, oder mischt das von mir aus. Bis Punkt 2 und Punkt 3, Essen selbst. Ja. Am besten dann Schokolade. Irgendwie sowas in die Richtung. Ja, dann wird's auch wieder. Und Phase Nummer 4, zurücklehnen und einen Stream genießen. Ja, wir haben noch ein bisschen da. Für den Fall, dass du es noch nicht mitgekriegt hast, wovon ich jetzt einfach einmal ausgehe, wir spielen mal nicht Resident Evil, weil Capcom einfach fucking Nein sagt. Okay? Deswegen spielen wir Spider-Man. Nicht, dass du dich wunderst, dass du den ganzen Resi-Stream versammelt hast. Nein, du hast nichts versammelt, der hat nicht einmal stattgefunden. Oder Kaffee mit Red Bull machen, ja, das habe ich auch gesagt. Pro-Move. Schoki, Kekse, Hand, auch schon drin. Alles richtig gemacht. Dann kann der Sonntag nur noch gut werden. So, was haben wir jetzt da? Wir müssen eine Diagnose machen, die natürlich fehlerhaft ist. Bastelt bei mir jetzt in seinem Hirn umeinander, oder was? Schnell erledigt. Okay, wir haben eine Zielspannung von 2 und wir haben eine fucking 8. Das ist ein bisschen zu viel, wenn du mich fragst. Ja? Das heißt, wir müssen den ganzen Wumms umleiten. So, das muss raus, das und das. Das tun wir auch mal aus. So, jetzt haben wir eine Zielspannung von 0. Aktuelle Spannung von 0 und eine Zielspannung immer noch von 2. Das heißt, es wird ganz simpel laufen. Wir leiten den da um, setzen wir da 1 ein. Nein, den brauche ich. Nächstes da. Und schon funktioniert's. Du kommst dann nach 30 Minuten auf der Bahn drauf, dass du das Auto daheim vergessen hast. Hey, wie? Oh, das ist ein schwerer Fehler, heißt. Schlimmer als ich dachte. Okay. Da haben wir jetzt eine aktuelle Spannung von 8, wir sollten aber gerade 5 haben. Das heißt, wir müssen umleiten. Das heißt, wir müssen umleiten. Die haben safe. Das heißt, wir werden in die Richtung gehen müssen. Da brauchen wir dann einen, der wo frei verfügbar ist. Und mit denen. So, Zielspannung von 5 sollten wir erreichen, heißt's. Da gehen wir jetzt gleich mit vollen Stoff. Halt, das kann so nicht funktionieren. Da müssen wir. Jetzt pass so wacht. Die Frage. Wir müssen von da einer, anders geht's ja gar nicht. Da haben wir irgendwo 1, 2. Wahrscheinlich gelangt uns dann praktisch, jetzt pass auf, dann gelangt uns da praktisch so ein Gelenk. Nein, gelangt uns nicht. Sei denn,
Der Strom muss nämlich, der muss von rechts kommen, der Strom. Da können wir gar nicht drum rum. Aber jetzt, Moment einmal, wir könnten ja... Achso, ja, wir müssen auf alle Fälle... Es sei denn, warte mal, wenn wir jetzt da kein 5er nicht rein, sondern da jetzt meinetwegen gerade 3er. So, dann brauchen wir da nach Adam und Riese auch gerade einen. Aber dann habe ich keine geraden mehr. Warte mal, da ist auch noch eins drin, das was man da eigentlich nicht brauchen. Na, dann darf es ja ausgehen. Okay. So, das heißt, wir haben jetzt Anspannung 2. Das heißt, wenn wir die mit einer 2er ersetzen, stabilisiert es sich? Aber ich sag schon, Elektriker wirst du keiner mehr. Ja, ich mag auch keinen kurzen nicht haben. Mist, die Spitze ist kaskadierend. Weiß nicht, ob ich das schaffe. Oha! So, was haben wir jetzt da für Probleme? Haben wir 2 Spannungen. Es wird wahrscheinlich nichts bringen. Also der ist fest, okay, ja gut. Können wir da in die Spannung einer, dann haben wir 4. Mit der haben wir dann 9, plus minus der 1. Okay, das heißt... Wir haben da einfach 2 Spannungen drin. Okay. Das heißt, wir müssen da einfach da umdeichseln. Der muss außer. Warte mal, kann man da ja, den Fissklick rein da? Dann brauchen wir jetzt. Warte mal, kann man die tauschen? Den kann man tauschen, da schau her. Da ein 3er eine. Und da ein 3er eine. Scheiße, geht nicht mehr. Aber den kann man nicht tauschen. Okay, jetzt haben wir da SIM. ETF. Aber du... Ach so, ja, ja. I see. Jetzt haben wir da noch ein 6. Das heißt, wir könnten das rein... Ah, da geht ja nochmal eine. Okay. Komm schon. Nice. Aha, hohes Risiko für Stimmungs- und oder Persönlichkeitsänderungen. Gebrauch sofort einstellen. Okay. Das ist übel. Fichterliche Morgen. Doktor? Verdummt. Doktor, es gibt da vielleicht ein Problem. Alles birgt Probleme, wenn man nur danach sucht. Aber den Mutigen gehört die Welt. Zeigen wir der Welt, was wir geschaffen haben. Otto, das neurale Netz isoliert Ihre Motoneuronen nicht. Das könnte auch Einfluss auf andere Teile Ihres Gehirns haben, Ihre Hemmungen, Ihre Stimmung. Wir brauchen einfach noch mehr Tests. Es gab schon genug Tests! Zum ersten Mal im Leben fühle ich mich nicht als Versager. Das hier bin ich. Otto, Sie sind kein Versager. Doch das hier könnte Sie dauerhaft schädigen. Bitte. Gut. Gut. Keine Sorge. Wir schaffen's. Ich bleibe dran. Behebe die Fehler. Geh. Geh. Wirklich alles okay?
Ja. Na. Danke, Peter. Für alles. Wir schalten jetzt live zum Grand Central Terminal, wo Bürgermeister Osborne vor die Presse treten wird. Martin Lee sitzt hinter Gittern. Wenn ich der Stadt etwas verspreche, halte ich es. Die Menschen in New York werden bald eine Entscheidung treffen, die diese Stadt für immer verändern könnte. Wenn Sie wählen, denken Sie an den heutigen Tag. Wir sind jetzt sicherer als jemals zuvor. Lügner! Ich glaube, der Fernseher ist hier. Keine Ahnung, was dir blüht. Der ist ja jetzt schon zintig. Fichterli, wie geht's da? Ist gut bei dir. Warum dann oben alles kaputt machen? Ja, weil Baum wahrscheinlich. Keine Ahnung. Da war wahrscheinlich, der hat den ausgelosten Frame gesehen und hat sich gedacht, fickt sehen. Ich mag den Bildschirm einfach nicht mehr sehen. Ich sollte Miles anrufen. Hey, Pete. Hi, Miles. Wollte nur nachsehen, wie du die Nachricht über Lee aufnimmst. Also, wenn du hier nicht mehr arbeiten willst, würden May und ich das verstehen. Ich wollte tatsächlich kündigen. Doch dann fiel mir ein, was Dad immer sagte. Ein Held ist einfach jemand, der nie aufgibt. Da hast du recht. Sofern er das Richtige tut. Du hast den Job von mir. Lass ihn sein, wenn du ihn nicht für das Richtige hältst. Die Leute hier, was Lee getan hat, ist nicht ihre Schuld. Sie brauchen Hilfe und ich helfe ihnen. Ich glaube, Dad würde es so wollen. Ich glaube, er wäre stolz. Das war mir klar. Und Miles, ich bin noch stolz auf dich. Ruf an, wenn du reden willst. Danke, Pete. Ich muss los. May will, dass ich ihr ein paar Büroartikel besorge. Bis bald. Spotty, danke für deinen Lurk. Mit einem Röhrenfernseher war das nicht passiert. Das stimmt, da war der Arm kaputt gegangen. So, haben wir jetzt das erste Mal seit 100 Jahren wieder daheim, oder was? Warte mal, da haben wir doch... Fertigkeiten sollte man vielleicht auch mal weiter verbessern. Gut, wir haben eh nur noch den Schwingbaum, ja. Jetzt können wir sogar einen Schwungtritt machen. Luftangriffe fügen zusätzlichen Schaden zu, generieren mehr Fokus, halte bla 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 und drücke L in eine Richtung, um Lufttricks auszuführen und zusätzlich die Frage. Ja, Frau Kattel, einen wunderschönen Sonntagmittag wünsche ich dir. Danke dir für deinen Resub im 8. Monat. Oha, Kattel steckt kurz vor der Geburt vom Baby Bazi. Danke dir. Ich hoffe, es ist alles fit bei dir. Viel Spaß weiterhin in der Bazi und viel Spaß mit den Emotes. Vielen lieben Dank, alles fit bei dir. Hätte noch keinen Röhrenfernseher gehabt. Oh ja, da war einiges nicht zu Bruch gegangen. Das sagt ihr, wie es ist. Peter! Alles okay? Ich komme schon zurecht. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn du das hier alles ganz alleine leitest. Diese Leute brauchen Hilfe. Wenn mir dadurch etwas Schlaf fehlt, dann ist das eben so. Hast du schon was von Mr. Lee gehört seit... Nein. Der Martin, den ich kenne, hätte sowas nie getan. Was auch immer aus ihm geworden ist. So möchte ich mich nicht an ihn erinnern. Also, wie läuft's mit MJ? Es ist, Tja, es ist kompliziert. Ehrlichkeit. Das hat Ben und mir geholfen, wenn es holprig wurde. Ihr beiden hattet Probleme? Aber natürlich. Besonders, als wir noch jünger waren. Und? Bist du ehrlich zu ihr? Kennt sie dein wahres Ich? Hey, mach lauter! Ich will das hören! Ein Sprecher der Polizei hat bestätigt, dass es sich hierbei um den Laster handelt, der die Vorrichtung für den Grand Central Anschlag transportiert hat. Es hört doch nie auf. Peter? Und schon ist er weg. Dann gab es aber in Seier auch nicht mehr, wann das war. Wenn es keinen Röhrenfernseher gegeben hätte, oder was? Alles fit soweit, erste Woche durchgezogen und fühle mich eigentlich ganz gut. Wie geht's dir? Oh, das ist zauberhaft. Also du bist ja die Woche, seit der Woche ja voll im Fokus.
Hast gesagt, kommt man nicht, gell? Captain Watanabe, sprechen Sie jetzt. Mir geht's soweit auch ganz gut. Bei mir geht's ab Montag los mit Intensivsporteln und Hoffentlich ist der Ernährung. Teufelsatem noch da. Und noch sicher. Wenn die Dämonen den Laster erreichen, ist die Katastrophe perfekt. Hä, wie jetzt? Jemand, der am... Okay. Achso, wenn Röhren wären sie ja nur... Ja, das war wahrscheinlich Next Level OP gewesen. Ja, der Nokia Röhrenfernseher, den meinst du über, weiß ich nicht. Der Mann hätte als Fliegerbomben durchgehen können, wenn du mich fragst. So ein Röhrenfernseher von Nokia. Ach so. Leute, der Drahtzieher hinter dem Anschlag auf das Rathaus ist endlich geschnappt worden. Und schockierenderweise ist es der Philanthrop Martin Lee. Ich werde gleich dazu kommen, welche abartige Jekyll- und Hyde-Mentalität ein solches... Die hat einmal so ein Röhrenfernseher mit 5 Jahren fast erschlungen. Wie hast du das gebracht? Ja, es ist gut, dass er im Gefängnis ist. Aber all die Dinge, die wir nicht... Ja, da hat's etwas. Der Teufelsatem ist weg, aber wir haben noch größere Probleme. Rikers? Wir müssen schnell sein. Spring auf. Oh, können wir jetzt von Manhattan weg? Was ist passiert? Ein koordinierter Angriff. Muss von außen geplant gewesen sein. Alle Zellenblöcke sind offen. Schon bald wird jeder Gefangene von Rikers die Fifth Avenue hinabspazieren. Was ist mit dem Raft? Sollte okay sein. Die Einrichtung ist extrem sicher und hat ihr eigenes Stromnetz. Gut. Und der Teufelsatem? Sable kümmert sich darum. Vertraust du ihnen? Habe ich eine Wahl? Jetzt geht's so. Ja, toll. Oh oh. Du warst nicht angeschnallt! Mir bringt man jetzt quasi in ein Gefängnis ein, oder wie sage ich das? Bin dran. Wie jetzt der Kopf Flammenwerfer oder was ist mit dem verkehrt? Er oder wir? Ja, die Herren mit Sicherheit erwähnt, dass sie jetzt sagt, zurück in die Zellen. Das ist, interessiert die Verbrecher nicht. Fehlt der Plan bei eurem Fluchtplan. Verdammt, sie sind in der Waffenkammer. Ist das schlimm? Das klingt schlimm. Jupp war jetzt täglich trainieren bis auf heute und hab mich gesund ernährt. Dachte, ich werde nach einer Woche ausgelaugter. Du sollst jetzt, also idealerweise war 2 Tage Training, 1 Tag Pause, 2 Tage Training wieder und 2 Tage Pause. Ja, du sollst sagen, also den Körper nicht zu trainieren, ja, ist Teil des Prozesses. Das ist wichtig. Aber ist gut, wenn du dich wohlfühlst und wenn du die nicht, ja, wie sage ich denn? In Anführungszeichen ausgelaugt, schwach oder genervt oder sonst was Ja, fühlst. das ist schlimm. Bin dran. Fernseher auf alten Kleiderkosten vom Sei wollte sie umziehen, Kosten macht Röhrenfässer auf mich, Cut, ouch. Mr. Sei, also, na, ist natürlich scheiße, dass das passiert ist, ne? Jetzt, pass auf, jetzt kommt sehr trockener Humor. Aber vielleicht bist ja deswegen halt der Geschubste, den wir kennen. Ne? Vielleicht war ja das der Indikator dafür. Wer weiß das schon. Welcher Hornochse bringt denn bitte Raketen in ein Gefängnis? Hallo, hier ist Sergeant Hansen. Ist jemand auf diesem Kanal? Hier, Captain Watanabe. Wo sind Sie? Stromversorgung. Dach bei Zellenblock D. Arbeiter an der Stromzufuhr. Sind Sie das im Heli? Positiv. Was war hier los? Keine Ahnung. Zuerst war der Strom weg und dann brach das Chaos aus. Halten Sie durch, wir kommen so schnell es geht. Warum ist sie eigentlich noch in dem scheiß Helikopter? Aua. Spider-Man, kommst du auf das Dach da? Dort oben ist ein Officer, der Hilfe braucht.
Bin unterwegs. Wie jetzt? Ja gut, dann halt auf das Dach laufen. Aber was will der Geiz? Ich seh nix! Da ist jemand hinter dieser Tür. Stromkosten ist auch, ich hab mich gehört. Holt mich hier raus! Ja, chill dein Nierschein. Sie kommen! Wo sind denn alle? Sie zerlegen mein Auto! Helft dem Wärter! Warum? Nimm doch den Türkling und mach die Tür auf. Der hat mit Sicherheit auch keine Zentralverriegelung Versuche nicht. den Strom wieder einzuschalten. Gut, ich sehe nach. Komm raus da! Darauf habe ich mich gefreut! Was ist los? Ich muss sie ausschalten. Oh ja, Dickerchen, chill dein Nierschein. Achtung! Was läuft denn in den Gefängnis jetzt eigentlich ab? Schlimmer geht's ja wohl nicht. Es geht immer schlimmer. Verschwindet von dort! Gute Arbeit. Nur noch ein paar. Du mit deinem geschissener Scharfschützengewehr. Sind nicht mehr viele. Gute Nacht. Die klauen einen Hubschrauber. Alter, die Polizisten in New York, die haben aber da schon schwach ganz unfähig, gell? Macht da absolut Sinn. Führerschein und Zulassung, bitte. Wie jetzt? Keine Explosion, jetzt bin ich aber enttäuscht. Die Dinge sind wohl halbwegs unter Kontrolle. Sagtest du nicht, das Raft sei sicher? Oh, kommt da der Schocker. Könnte schlimmer aussehen, als es ist. Sehr optimistisch. Aber Oh, ich da habe kommt der Schocker. gelernt, was schlimm aussieht, ist meist noch schlimmer. Achtung! Juri! Stimmt, der war ja ganz am Anfang einmal da. Ich rutsch ab! Dich! Festhalten! Mr. Räuber Hotzenplotz, für den Fall, dass Sie noch da sind, da haben Sie einen nächsten super Bösewichten. Alles okay? Ja. Willkommen zur Party! Gerade rechtzeitig zum Feuerwerk. Ist das der Schocker? Wir haben wohl Bewährung, Jungs. Elektro. Lässt er denn alle raus? Ich gehe ins Hauptkontrollzentrum und sehe nach, wie dort die Lage ist. Okay, ich gehe zur Party. Okay, jetzt habe ich mal eine Frage. Ich bin ja, was das angeht, so ein bisschen ein Noob, ne? Aber das darf mich jetzt interessieren. Was ist jetzt bitte der Unterschied zwischen Schocker und Elektro? Ich weiß, dass es bei Spider-Man einen Schocker gibt. Aber Elektro und Schocker ist ja basically dasselbe, I guess? Schocker haut zu. Ja, der nicht, oder was? Streichelt mit der, oder was? Was, der hat so ein Schockhandschuh-Dings. Okay. Ja, aber der Schocker macht doch auch so. Brennnesselschocken auch, aber nicht elektrisch. Ja, das stimmt. Ja.
Es gibt auf alle Fälle zwei, die wo einen auf Zeus machen, der eine kann schleudern und der andere kann zuhauen. Okay, super, toll. Alle schön brav zurück in die Zellen und macht die Tür hinter euch zu, okay? Bitte. Jetzt rührt sie wenigstens einmal jetzt da. Den kann man brauchen, der hat unsere Energieprobleme lösen. Okay. Katastrophales. Das klingt nicht gut. Hi, Rhino! Ah, der Rhino auch noch, ja toll! Hoffentlich magst du Überraschungen, Spinne! Überraschung? Was meint er denn damit? Unerwartete Stromspitze festgestellt. Sondereinsatztrupp erforderlich. Okay. Hey, wie sieht's bei dir aus? Bei mir? Ach, ich bin im Knast mit allen Who the fuck Schurken, die is ich in den this? letzten 8 Jahren... Alter, wer ist denn das? Zu schön, um wahr zu sein. Scorpion? Wartest du mal kurz? Ich war mitten in einem Anruf. Ein Scorpion zum Beispiel kenne ich nur aus Mortal Kombat. Den kenne ich in Spider-Man gar nicht. Ich weiß nicht mehr, wer das ist. Jetzt no joke. Eher nicht. Electro, Rhino und jetzt auch Scorpion sind auf freiem Fuß. Was ist im restlichen Gefängnis los? Electro ist schneller als je zuvor. Was? Guck mal. Ja, minimal guten Morgen. Mike, merci dir für dein Resub im 11. Monat. Und, sagen wir, den nächsten Jahr, wo fast hier die 1 Jahre Schallmauer durchbricht. Mike, habe ich dir, alles fit bei dir. Merci dir für deinen Resub und viel Spaß weiterhin mit dem Mods und in der Party Gang. Ist aber hoffentlich sowieso klar. Scheiß Timing. Sorry, kein Problem. Alles gut. Ja, es eskaliert gerade. Der Mr. Räuber Hotzenplotz hat heute in der Früh irgendwann gesagt, hey, können wir, oder irgendwann im Laufe des Streams hat er gefragt, hey, können wir da noch andere Superschurken? Jetzt kennen wir ungefähr alle. Der Elektro, Scorpion, den ich nicht kenne, dann der Rhino. Bin gespannt, wer da sonst Neues kommt. Ah, die gute Papiertonne. Also jetzt, haben wir mich nicht von da gekommen? Schön, Freunde. Na los, Spider-Man! Ich dachte, das wäre eine Jagd! Ob der auf Spannung ist, der Typ? So, können wir gut, wir haben jetzt fast unsere ganzen Fertigkeiten schon erlernt, also von daher ist es eigentlich relativ egal, was wir jetzt lernen. Ich muss den Kerl aufhalten. Na, aber spannend wird's gleich. Alter, wie viel Volt hat der Typ? Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich da ausgemäht. Oder ist er das Christkindl oder was? Aber schön, dass du's versuchst. Sag mir, für wen du arbeitest, dann verschone ich dich. Alter, das schaut ja richtig geil aus. Das Angebot will nie jemand annehmen. Hab dich. Wer ist denn das jetzt? Nicht gesehen. Wir werden so viel Spaß haben. Sorry, keine Zeit zum Reden. Oder da kommen Superschurken vor, die ich noch nie gesehen habe. Okay,
Kameras sind wieder online. Wie sieht es aus? Tja, sieht so aus, als seien sämtliche Insassen des Raft geflohen. Einschließlich Martin Lee. Damit sind 5 seiner schlimmsten Feinde gegenwärtig wieder in Freiheit. Ich dachte ja, gerade, ich gehe mal das sei dein bauen. Ernst. Es ist ernst. Ich muss los. Ein paar von ihnen wollen in die Stadt. Ich spinne wohl. Ja, wo? Wo ist denn der jetzt? Nein! Ja, Entschuldigung, ich habe jetzt überhaupt nicht gesehen, wo ich hin soll. Also bitte, gar recht schön. Da fällt echt nur... Keine Zeit zum Reden. Bist noch da, was? Okay, die Überwachungskameras sind wieder online. Wie sieht es aus? Tja, sieht so aus, als seien sämtliche Insassen des Raft geflohen. Einschließlich Martin Lee. Damit sind 5 seiner schlimmsten Feinde gegenwärtig wieder in Freiheit. Ich dachte gerade wirklich, das sei dein Ernst. Es ist ernst. Aber Ich muss los. Ein paar von ihnen wollen in die Stadt. geht dem irgendwie der Strom einmal aus, oder? Ah ja, jetzt kann er magnetisieren, kann auch noch. Sehr gut, sauber, sauberhaft. Ich merke irgendwie gerade, glaube ich, suboptimal, dass wir den metallischen Anzug haben. Hey, what the fuck, warum kann man nur nicht ausweichen? Wie gefällt dir mein neuer Anzug? Wahnsinn, wo hast du den denn her? Gibt's nur für Mitglieder. Ah, Captain Falcon? Ja, er kann irgendwie gar nichts, oder? Denk dran, er sagte, nicht umbringen. Gute Idee. Wir müssen das hier auch gar nicht tun, wenn ihr nicht wollt. Wer er? Wir wollen auf jeden Fall. What the fuck? Dr. Octavius. Erste und letzte Warnung. Komm uns nicht in die Quere. Jeder von euch hat einen Job zu erledigen. Eure Schuld ist beglichen, wenn wir fertig sind. Los! Da ist er! Versammlung der Six. Ah ja. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass das Spiel jetzt eigentlich erst angeht. Der schöne Bildschirm.
diese Jahre. All diese Lügen. Es ist vorbei, Norman. Es ist Zeit für die Wahrheit. Wie lang sind denn dem seine Augen, bitte? – 24 Stunden später. Ah, ja, okay, es eskaliert. Hier ist Mary Jane Watson mit einem Daily Bugle-Sonderbericht zum Bioterrorangriff. Inzwischen beträgt die May, Zahl der Infizierten alles okay? fast eine halbe Ja, Million sicher. Menschen. Kannst du die Gesundheitsbehörde nennt nach wie bitte vor für keinen mich Zeitplan für austeilen? Klar. Arbeitet aber pausenlos an einem Heilmittel für diese tödliche Krankheit. Die stadtweite Quarantäne wird streng durchgesetzt. Von Sable International, die sämtliche Verkehrsknotenpunkte strikt überwachen. In der Stadt kämpfen Polizei und Sable Agents weiterhin gegen Rikers und Raft-Ausbrecher. In der Zwischenzeit gab Bürgermeister Osborn Spider-Man die Schuld am Gefängnisausbruch und der Ausbreitung der Krankheit und erklärte ihn zum Flüchten. Beweise dafür erbrachte er nicht. Und viele glauben, der Bürgermeister wolle nur von sich ablenken, da ein Exklusivbericht des Bugle aufgedeckt hat, dass die Krankheit ihren Ursprung in einem geheimen Oscorp-Labor hat. Hier in Manhattan. Bürgermeister Osborn behauptet, Oscorp arbeitet Mach das aus! mit der Behörde an einem Antiserum, blieb aber auch hierfür jeglichen Beweis schuldig. Der Kobold geht halt jetzt gerade noch ab. Dr. Octavius. Hey, wir haben ja wieder Fit jetzt, oder was? Wie konnte ich das zulassen? Das Krankenhaus hat angerufen. Die sagten, du wärst einfach weg. Ich muss zurück an die Arbeit. Die Ärzte haben gesagt, du hast 14 gebrochene Knochen. Das macht 192, die nicht gebrochen sind. Au. Danke für deine Hilfe übrigens. Das Schwierige war, dich vor Sable zu verstecken. Sie haben dich zu ihrem Hauptziel ernannt, weißt du? Ich fühle mich wirklich geehrt. Was passiert mit unserer Stadt, Yuri? Ich weiß es nicht. Fühlt sich an wie das Ende der Welt. Ist es vielleicht auch. Quarantäne, ja, das kennen wir. Ich helfe gern. Gut. Hier rotten sich entlaufene Häftlinge zusammen und übernehmen ganze Stadtviertel. Sie plündern, terrorisieren die Anwohner, das volle Programm. Ich kümmere mich um sie. Was hast du noch? Der Bürgermeister verlangt von Silver Sable, Lee und Octavius unter allen Umständen zu finden. Jetzt hält sie in der ganzen Stadt willkürlich viele Menschen in Lagern fest. Es hält sich das Gerücht, sie wende erweiterte Verhörmethoden an. Du meinst Folter. Ich kümmere mich darum. Oh, was kommt jetzt? Stadt, Yuri. Höchste Zeit, dass wir sie uns zurückholen. Großartig. Meine Männer verfolgen die Superschurken. Ich gebe Ah. Bescheid, wenn wir Fortschritte machen. Tu dein Bestes, um die Stadt zu stabilisieren. Ja, okay, das ist jetzt wieder eine neue Art Basis, okay? Das, was vorher die Fisk-Bausteine und die Dämonenlager waren, sind halt jetzt die Dinger da. Säbel, Außenposten und... Was war das andere noch? Da war noch irgendetwas. Moment. Da herunter. Sträflingslager. Ja, okay. Das sollte man eigentlich hinbringen. Aber holy shit, die Story hat jetzt einen ziemlich harten Plot-Twist, wenn du mich fragst. Ja gut. Gut, mit 14 gebrochenen Knochen kann man auch mal aus dem Krankenhaus ausbringen. Das ist... kann man bringen. Brauche Lageberichte aus Upper Chinatown. Beobachtungsposten aktiv. Such nach Hauptziel. Was war das? Hat dich überrascht, was? Yuri, ich beobachte eine Horde entflohener Rikers-Sträflinge. Sie haben sich dauerhaft verschanzt. Ich schicke ein Team. Aber es ist momentan so viel los, da wird das eine Weile dauern, bis ein Team steht.
Ich will gar nicht dran denken, was die Typen in der Zwischenzeit anstellen. Ich erledige das. Hoffentlich schicken sie Cops. Wir könnten ihre Pistolen und Panzer... Das ist direkt so ein... Ach fuck, das ist direkt so ein Lager. Okay, ich dachte, das ist wieder, dass man... Oh ja. Ja, okay. Ich dachte, da muss man wieder am Dachel 3-4 so Hanseln kaputt machen, damit man dann wieder ins Gebäude reinkommen. Okay, das ist aber ähnlich wie die Fisk-Baustelle tatsächlich. Ja, okay, das habe ich nicht gewusst. Ist nicht stehen bleiben, Spider-Man! Das habe ich nicht gewusst. Tut das weh? Habt ihr jetzt elektrische Netze? Hilf mir doch jemand! Nimm das! Ah, der kommt aus dem Container aus, sehr gut. Alter, wie viel Handen das? Okay, alle Mann, seid nett zu den Neuen. Ihr kriegt 2-Mann-Zellen. 2-Mann-Zellen. Gott. Jerry, habe die Ehre. Alter, wie bekämen mein denn Gag war doch? noch nicht bereit. Könnt ihr noch mal rausgehen und wieder reinkommen, Jungs? Jerry ist fit bei dir. Spider-Man, eine Gruppe Riker-Häftlinge, die früher ein Team waren, machen jetzt auch gemeinsame Sache. Das erklärt, warum sie viele Stützpunkte haben anstatt einem großen. Die trauen einander nicht über den Weg. Das spielt uns in die Karten. Sie bilden kleine Grüppchen, die man gut bewältigen kann. Du hast gut reden. Ich muss weg. Verstärkung! Da wollen aber eine Menge Typen unbedingt wieder ins Gefängnis zurück. Achso, der ist fertig, okay. Habt ihr jetzt einen Elektroschocker? Ah, damit nur noch erwischt. Alter, das haben wir verdammt viel. Mehr? Wie viele Häftlinge kann Rikers eigentlich aufnehmen? Ja, 2 anscheinend. Bleib mit den Füßen am Boden! Bist du weit, Männer? Aua. Doppelauer. Er darf nicht. Vor allem, wie die überall verteilt haben. Verabschiede dich. Granate! Ja, das hat er gespürt. Wie hat mich denn das jetzt treffen können? Ich war mitten in der Luft. Er macht uns fertig,
Eine nach dem anderen! Haut rein! Was ist hier los? Halt still! Alter! Alles klar für den Putzdienst. Sag den Leuten hier, sie können jetzt in die Bodega. Gut gemacht. Die Stadt ist schon hart genug. Sie muss kein gigantisches Knastgelände werden. Aha. Spider-Man, die schlimmsten Ausbrecher aus dem Raft belagern unsere Polizeireviere. Meine Männer brauchen deine Hilfe. Sofort. Verschaff dir Überblick in Midtown, dann erzähl ich dir alles. Bin schon unterwegs. Ist es Octavius? Nein, 2 seiner Lakaien. Den Doktor suchen wir noch. Um ehrlich zu sein, der macht mir echt Angst. Könnte der cleverste Superschurke sein, der mir je begegnet ist. Ja, genau das macht mir auch Sorgen. Halt durch, Captain. Alter, die ganze Stadt ist jetzt ein Kriegsgebiet, oder wie sage ich das jetzt? So, können wir da was aufbessern? Wahrscheinlich. Ja, wir haben einen Fertigkeitspunkt. Sehr gut. Warte mal, Anzüge haben wir mal nicht auch noch, oder? Oh, was haben wir noch für einen? Schaut aus wie ein Alien. So ein bisschen. Gut, du sagst halt jetzt sehr wahrscheinlich keine Zivilisten mehr auf der Straße umeinander rennen. Oder halt nur noch sehr wenige. Überall Scharfschützen. Wahnsinn. Peter, ich hab's den ganzen Tag bei dir versucht. Alles okay? Dieser Ausbruch hat die ganze Stadt ins Chaos gestürzt. Mir geht's gut, May. Alles klar. Ich mache mir mehr Sorgen um dich. Oh nein, bitte nicht. Feast ist gerade der sicherste Ort in der Stadt. Die Center im oberen Stadtteil eher nicht. Mir verfolgt gerade einer so Drecksraketen. Aber wir sind sicher und geschützt. Hoffentlich bleibt das so. Ich komme vorbei, wenn ich kann. Hab dich lieb. Ich dich auch. Okay, Captain, hab den Überblick. Los. Rhino greift die Upper West Side an. Electro die Upper East Side. Du musst das Ruder herumreißen. Such's dir aus, du wirst überall gebraucht. Okay. In die Traufe und wieder in die Traufe. Ja, gehen wir erst nach links, weil es eh wurscht ist. Peter, hast du Zeit? Wir brauchen Hilfe bei unserem Partnercenter im oberen Stadtteil. Das Veteranenzentrum in Harlem. Was ist los? Männer aus Rikers fordern Essen und Vorräte. Das Personal hat sich verbarrikadiert und braucht Hilfe. Miles und ich wollen versuchen, sie zu evakuieren. Unternehmt nichts, bis ich da bin, May. Wir sehen uns in Harlem. May klingt erschöpft. Hoffentlich ist sie nicht krank. Ich muss Yuri helfen und dann nach Harlem. Stimmt, weil die hat ja gerade Blut gespuckt vorher, gell? May. Oh Gott, wenn die stirbt ohne Scheiße. Aber Rhino und eine Gruppe entflohener Häftlinge belagern das Gebäude. Ich bin gleich da. Am Horizont ist so ein komisches rotes Glühen. Hört sich stark nach Rhino an. Schnell, das Gebäude hält nicht mehr viel aus. Ah ja, super. Einheiten mit Schutzausrüstung benötigt bei öffentlichen Ausschreitungen. Bitte nach Columbia. Ja, da eskaliert's gerade. Rhino ist unterwegs.
Aber ehemalige Rikers-Insassen wollen sich deine Barrikaden vornehmen. Ich bin zur Unterstützung da. Sehr gut. Ohne die Barrikaden sind die Leute da drin erledigt. Ah, die sehen wir mal so spät. Ja, also ich muss jetzt schon sagen, im Vergleich zu den ersten Stunden, wo wir es gespielt haben, ist das Spiel jetzt relativ intens. Er muss auf Befehl von Dr. Octavius handeln. Mit diesen überfallartigen Angriffen auf die Notfallteams der Stadt. Oh, der erwischt mich echt immer wieder mit dem Scheiß. Oh, bitte dein Scheiß. Ja, nice. Nice aim, Peter. Zur anderen Barrikade. Die brauchen dich. Alter. Weiter so! Los, reißt sie ein! Wie viele Barrikaden hat das bitte? Da oben! Die Sträflinge zünden Raketen! Sie schießen aufs Gebäude! Das lasse ich nicht zu. Bin dabei. Alter, warum eskaliert denn das so? Erledigt Spider-Man schnell. Wir müssen das Gebäude sprengen. Ein Dach sauber. Die Stadt wird untergehen, Spinne. Und zwar jetzt. Ja, du gehst baden da ab vom Hof. Was ist denn jetzt? Hauptziel anvisiert. Pazifizierung eingeleitet. An Autogramme kann man auch einfacher kommen. Ach komm schon. Welcher Hornochse hat denen denn Jetpacks gegeben? Leute, wir sind im gleichen Team. Greift mich wenigstens erst an, wenn die Sträflinge erledigt sind. Alle Rechtsbrecher werden pazifiziert. Pazifiziert? Fühlt sich gerade noch jemand zu 1984? Oh, nur ich? Kommt schon, irgendwer? Oh, leck mich doch am Arsch. Was ist denn jetzt verkehrt? Da kannst du ein Bierfassel haben, du Depp. Oh. Alter Schwede. Au! The fuck?
So, und jetzt? Es eskaliert gerade massiv. Zu sehen, Spinne. Weißt du noch, wie du mich eingebuchtet hast? Alter, ich seh grad gar nichts. So viel zu Sables Flughund-Show. Jetzt zu den restlichen Verbrechern aus Rikers. Ja, das ist nicht schon bitter, wenn die eigentliche Polizei auch gegen mich ist. So, der klebt da, würde ich gerade sagen. Yuri, Revier gesichert. Alter! Und ich weiß jetzt, was es bedeutet, wenn man Sables Hauptziel ist. Kein Spaß. Tja, das hast du davon, dich mit Sable-Söldnern anzulegen. Vermutlich. Ich will jetzt zum Park und mich um Elektro kümmern. Ich melde mich dann. Gut, ich sag meinen Männern, dass du kommst. Okay, Tagesordnungspunkt 28a abgehakt. Sprachnachricht von Miles. Pete, hey Pete! May wollte, dass ich dich anrufe. Beim Veteranenzentrum läuft's nicht gut, Mann. Streiflinge wollen die Türen aufbrechen. Mary Jane ist hier. Wir bringen die Leute durch den Keller raus, aber wir brauchen Hilfe. Ich hoffe, du bist bald da. Ich muss mich mit den Revieren beeilen und dann nach Harlem. Ja, jetzt braucht man halt ein paar mehr Superhelden. Ne? Der eine allein kann sich ja nicht zerreißen, bekanntermaßen. Hey, what the fuck, kannst du da auflaufen? Dankeschön. Ja, der versorgt das Viertel mit Strom. Das ist dauerhaft. Das ist nicht gut. Trafos laden das Gebäude auf. Die Polizisten sitzen darin fest. Yuri, kompliziert war noch untertrieben. Ich muss die Trafos deaktivieren, damit deine Leute raus können. Wirtschaft. Brauchen Sie deine Hilfe bei den Dämonen? Darum bin ich hier. Um deine sämtlichen Strom- und Dämonenprobleme zu lösen. Strom- und Dämonenprobleme, super Sache. Sag das mal an Ed und der Lorraine Warren. Fünf Transformatoren. Mit meinen Netzen sollte ich sie zum Überhitzen bringen können. Hoffe ich. Noch 4 dieser Burschen. Was für ein Arschloch schießt da schon wieder? Wo ist denn der? Ah, schon gesehen, du kommst von der Aromat. Oder auch nicht. Von wo schießt denn der? Also das muss am Peter Parker schon mit gut halten, der bringt keinen von denen um, gell? Fertig? Noch 3. Mann, Elektros komplizierte Superschurken-Eskapaden habe ich echt nicht vermisst. Ah, jetzt weiß ich, wo der schießt. Der schießt aus dem Heli aus. Nachzulegen. Wer macht sowas? Wie haben Sie den überhaupt
So, und jetzt schießt er nicht mehr, oder was? Aber er ist verpisst. Okay. Nur noch einer. Price, merci für den Lurk. Viel Spaß bei der MotoGP. Aua. Ab vom Hof. Warte mal, einer geht noch ab, oder? Wo ist denn der letzte Transformator? Ach, da runter. Sie sind frei, aber die Dämonen geben nicht auf. Ich muss helfen. Ja, tolle Wurst. Boah, Alter! Okay, Yumi, beide Reviere sind sicher. Ich bin jetzt erstmal raus. Melde dich, wenn irgendwas ist. Mache ich. Und danke. Du hast uns eine Chance verschafft. Okay. Ich muss schnell zum Partnercenter in Harlem und May helfen. Peter, Gott sei Dank. Wir brauchen dich beim Veteranenzentrum. Wo bist du? Ich wurde aufgehalten. Bist du okay? Was ist los? Die Sträflinge haben Feuer gelegt. Das Personal ist draußen, aber May und Miles sitzen drin fest. Ich versuche irgendwie reinzukommen, aber das Feuer breitet sich aus. Bleib, wo du bist, MJ. Ich erledige das. Verdammt. Tempo, Pete. Tempo! Moment. So. Gut, schauen wir mal, was da noch abläuft. Ja, das ist jetzt, das kommt mir so vor wie, also was heißt, kommt mir so vor, die ganze Stadt ist absolutes Kriegsgebiet. So. Und die Missionen nehmen auch mittlerweile ein bisschen an Schwierigkeit zu. Also ist jetzt nicht so, dass du einfach durchmarschierst mittlerweile. Peter, Feuerwehr und Rettungsdienst sind unterwegs. Hier ist ein Notausgang, der... MJ, lass es! Sonst muss ich dich auch noch retten. Peter, sei vernünftig und warte auf Hilfe. May! May!
Oh na! Wir sind hier drüben! Tante May, ich hab sie. Haltet durch! Tante May, geht's Ihnen gut? Geht an ein Fenster! Zu weit weg! Moment! Alter, wenn die jetzt stirbt, dann flippe ich aus. Bereit! Komm schon, du blödes Ding! Na los, May, ich hab dich! Oh mein Gott! Los! Los! Gut, May stirbt schon mal nicht. Komm schon! Nein! Sehr gut. Dann kannst du wenigstens sowas brauchen. Wir haben dich. Wir haben dich. Ist May okay? Alle in Sicherheit. MJ, wenn du unmeins nicht gewesen wärst, wäre ich... So tot wie ich, wenn du mich nicht tausende Male gerettet hättest. Ich schulde dir noch ein paar Mal. Au, sehr schlau. Hey. Tut mir leid, dass ich's vermasselt habe. Es ist nur schwierig, immer die Person zu sein, die gerettet werden muss. Ich will auch mal jemanden retten. Ich meinte nicht, dass du das nicht kannst. Noch Partner? Immer. Hey, ich wusste nicht, ob still, mit Kohlensäure, Medium, spritzig oder sonst was. Also habe ich eine von jeder. Störe ich? Nein, MJ. Miss Watson und ich besprechen die Strategie. Strategie? Ganz recht. Die Stadt ist in Gefahr. Sie braucht Hilfe. Unser aller Hilfe. Okay, gut, dann sag an, Coach. Okay. Teile und herrsche. Miss Watson, wir brauchen ein Antiserum gegen den Teufelsatem. Oscorp entwickelt etwas, aber das wird garantiert Octavius und Lee in die Hände fallen. Wir müssen das Heilmittel finden und sichern. Ich gehe ein paar Hinweisen nach. Miles, du musst im Feast Augen und Ohren offen halten. Wenn was ist, ruf mich an. Wir müssen das Center und die Leute dort schützen. Okay, alles klar. Und was wirst du machen? Eine Bande von kostümierten Irren nimmt die Stadt auseinander. Und ich revanchiere mich. Okay. Hey, halt! Wie rufe ich dich an? Ich meine, hast du denn ein Handy in deiner Tasche oder sowas? Miss Watson gibt dir meine Nummer. Viel Glück, Team. Ja, es ist ja schon mal was. Du hast deine Nummer. Bist du Spider-Mans Freundin? Es wäre so cool, wenn... Na los, Sherlock. Jetzt zeig mir doch mal deine Wassersammlung. $5.000 Erfahrungspunkte. Ja, das... Die Stadt fühlt sich etwas sicherer. Bedient. Miles ist bei Feast, MJ sucht ein Heilmittel für den Teufelsatem. Jetzt sollte ich Otto suchen und vereiteln, was auch immer er geplant hat. Yuri, wir müssen jetzt die Drahtzieher finden. Noch keine Spur zu Octavius?
Nein, nichts. Die Forensik kann sich nicht mal den Times Square ansehen. Alle außer den Praktikanten sind krank. Vielleicht finde ich ja was. Ich halte dich auf dem Laufenden. Ja. So, jetzt brauchen wir erst einmal eine vernünftige Position. Jetzt pass auf. Da vorne, meine schaut's mir gut an. Jetzt pass auf. Berichten zufolge hat Martin Lee in letzter Zeit neben seltsamen Fähigkeiten auch eine beinahe gespaltene Persönlichkeit gezeigt. Das ist Unfug und eindeutig ein Versuch, ihn der Verantwortung für seine Verbrechen zu entziehen. Ah, das ist zauberhaft. Glauben, dass er einmal So, Freunde der Sonne. So, mal schauen, was haben wir jetzt eigentlich aktuell Story-Fortschritt? 74%, ja gut, dann haben wir ja doch noch relativ solide Meta gemacht. Ja, tatsächlicherweise. So. An der Stelle setzen wir aber bereit. Ein Cut. Das, Freunde der Sonne, werden wir uns am Mittwoch anschauen. Alter, ich bin so, da ist sogar der Countdown noch drunter. 2 Tage, 10 Stunden, 3 Minuten und 35 Sekunden. Ich hab so Bock drauf. Ich hoffe, dass das einfach wirklich richtig gut wird. Oh, ich gehe aber davor aus. Ich gehe aber schwer davor aus. So, jetzt müssen wir da mal das Spiel schließen. Also oder erst einmal. Gut. Aber das wird heute auch wieder schon. Wird sicher gut werden. Ich hoff's. Ich hoff's, dass es gut wird. Aber ja, bei Santa Monica und bei God of War da ist eigentlich bisher noch nie was schief gegangen, wenn du mich fragst. Ja, also ich bin guter Dinge, dass das funktioniert. Werden wir uns, wie gesagt, dann am Mittwoch genauer anschauen, was da auf uns wartet. Ist tatsächlich der Titel, auf den ich eigentlich am allermeisten gespannt bin schon das Jahr. Ja, also das wird storytechnisch bestimmt jetzt auch wieder nicht von schlechten Eltern sein. Also zumindest hoffe ich es. Aber wie gesagt, bei God of War ist bisher noch nie irgendwas schief gegangen. Also gehe ich mal davon aus, dass es auch bei dem Teil nicht schief gelassen ist. Naja. So, jetzt haben wir heute leider doch nicht riesig spielen können. Irgendwo wurmt's mich, irgendwo wurmt's mich nicht. Keine Ahnung, es ist irgendwie so Zwischending. Vielleicht lohne ich es nur mal runter, beziehungsweise probiere es nur mal runter zum Lohnen. Und wenn es geht, ist recht. Dann spielen wir es vielleicht noch Ende der Woche. Und wenn es nicht geht, ja mein Gott, dann müssten wir halt das Projekt leider ad acta legen, weil dann hilft es nicht. Mir hat es halt einfach in der Früh aufgeregt, weil, wie gesagt, du lohnst was aber, zahlst ja Geld dafür und dann geht's nicht. Ist leider blöde. So geht's einfach mal so. Muss das nächste Mal in Resi mit dem Traktor hin. Ja, wahrscheinlich ist das Problem, weil ich es nicht mit dem Traktor geholt habe. Vielleicht geht's ja doch noch. Ja, wie gesagt, ich lasse jetzt dann noch, wenn ich jetzt mit dem Stream aufhöre, dann lasse ich es nur mal oberlohnen und dann, keine Ahnung, heute Abend werde es dann, wenn es dann fertig obergelungen ist, werde ich dann noch mal schauen, ob es funktioniert und wenn nicht, dann deinstalliere es und keine Ahnung, klang es wahrscheinlich nie wieder an. Dann schauen wir es im Internet da. Ja. Also ich war jetzt schon richtig eingestellt auf einen Gruselstream. Ja, und dann so, just don't. Vielleicht war es auf dem Spiel eine Warnung. Ja, vielleicht sagt Resi, nein, das ist zu viel für dich. Ja, du bist vielleicht noch nicht der Pro-Horror-Streamer, dass der Resi auch DLC sollst. Ja? Wer weiß das schon? Keine Ahnung. Gut, jetzt müssen wir schauen, ob mein heutiges Raid-Ziel eigentlich schon live ist. Ja, schaut aber, glaube ich, gerade noch nicht so aus. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Dann müssen wir eben noch ein bisschen warten. Beziehungsweise ich schaue gerade mal. Beziehungsweise meine, dass er schon auf dem Sprung ist. So. Also, nächster Stream ist auf alle Fälle. Morgen. Morgen wieder auf eine 5. Schatze, wir fangen morgen um 5 an. Da spielen wir auch Spider-Man weiter. Ja, weil erstens einmal was anderes habe ich jetzt aktuell nicht. Und wir müssen mal schauen, wie gesagt, dass wir das Spiel noch fertig bringen. Ja, also wir haben jetzt noch gute 1,5 Wochen in etwa. Ja, also kommende Woche und die Woche drauf. Am 18. Bis 18. muss es fertig sein, auf alle Fälle.
Werde es jetzt wahrscheinlich dann so machen, dass wir uns jetzt bei Spider-Man ausschließlich auf die Hauptstory fokussieren. Ja, dass wir jetzt das Nebengeplänkel einfach mal außen vor lassen. Also sprich, Nebenmissionen auch mal ein wenig mehr links liegen lassen, weil wir sonst zeitlich nicht hinkommen. Wie gesagt, jetzt werde ich morgen um 5 Uhr anfangen. Da machen wir dann bis um, keine Ahnung, 8 Uhr oder so. Müssen wir mal schauen. Und am Mittwoch gibt es dann, wie gesagt, bei Release auch um 5 Uhr God of War. Das Neue. Ja. Wie gesagt, da bin ich schon sehr, sehr hyped drauf. Noch nix. Okay. Dann müssen wir noch, ja, da müsst ihr noch 1, 2, 3, 4, 5 Minuten warten, bis er live geht. Ja. Kann ja nicht mal allzu lang dauern. Meine. Aber ich muss schon sagen, Spider-Man hat, was jetzt Story angeht, massivst zugelegt. Also irgendwie so, das Ganze vorher nur mit Martin Lee, das ganze Gedöns da, das war eigentlich nur so ein Aufwärmer, mehr oder weniger. Und dass dann auf einmal alle Superschurken dann irgendwie mal einen Einsatz kriegen und dann die ganze Stadt im Chaos versinkt, das hätte ich ja so jetzt ehrlich gesagt nicht können sehen. Wobei das eigentlich wieder für Spider-Man-Spiele spricht, weil das ist eigentlich bisher ich habe jetzt, ich glaube, 2 Spider-Man-Spiele oder 3 bisher selber gespielt. Und da ist irgendwie am Ende immer irgendwie die Stadt in der Apokalypse versungen. Ja. Wenn ich mich nur mal zurückerinnere bei Spider-Man Web of Shadows, falls das auf der Xbox damals, also habe ich auf der Xbox damals gespielt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es fängt auch erst human an und auf einmal ist da die komplette Stadt von Sympathisanten irgendwie überfallen worden. Beim 2. ist, glaube ich, am Ende nicht so krass eskaliert. Bin ich mir aber jetzt auch nicht mehr ganz sicher. Nein, das mag ich jetzt nicht hören. Wo kann das Level? Ja, das nicht mehr. Hat er gesagt, jetzt ist er da. Okay. Ist auch schön zum Zuschauen. Ja, ich glaube, es ist, wie gesagt, es ist halt einfach mal ganz was anderes. Es ist halt jetzt nicht, was heißt ganz was anderes? Wir haben halt so an und für sich noch nie ein Superheldenspiel gespielt. Von daher, wie gesagt, ich kann mir aber vorstellen, dass wir dann in Zukunft vielleicht auch mal so die Batman Arkham-Reihe irgendwann einmal spielen. Ja? Jetzt nicht direkt nach Spider-Man, das ist dann wahrscheinlich mal für nächstes Jahr dann, weil heuer haben wir hübsch eingespannt. Also heuer wird's außer God of War und Pokémon nicht mehr stark neue Projekte geben, weil die werden uns beschäftigen, schaut jetzt einfach mal. God of War werden wir uns halt Zeit lassen, da werden wir wieder all Mögliches mitnehmen. Ja, und bei Pokémon müssen wir schauen, wie lange das dauert. Keine Ahnung. Aber vielleicht so Mitte Dezember, da kommt es auch, dass eins von den 2 Projekte fertig wird. Und dann sehen wir es schon. Aber es ist auf alle Fälle einiges geplant. Ich hab auch das eine oder andere Herr der Ringe-Spiel geplant. Ja, da muss ich aber schauen, ob ich das technisch umsetzen kann. Also meine Listen ist für 2023 ausgesorgt. Definitiv. Du wirst es erst spielen, wenn deine Collectors Box kommt. Okay. Hat sie auch nicht gekriegt. Ja, wenn du es schon vorbestellt hast, dann sollte die normalerweise schon kommen. Ding jetzt einmal. Weil der Mr. Jetzt weiß ich nicht mehr. Der Mr. Billinger, meine ich, hat sich schon abgemeldet, dass er nicht zuschauen wird, weil er nicht spoilert werden möchte. Und ich glaube, du schaust ja auch nicht zu, Herbert, wenn ich das richtig verstanden habe. Was absolut kein Thema ist. Ja? So eben nicht, geht nicht. Ich kriege eine Benachrichtigung. So, ach so, okay. Ja, die meine, da musst du schnell sein. Die wird schnell vergriffen sein. Aufgrund von gewissen Scalpern oder halt aufgrund von den Figuren zeigt die Sammler sehr, sehr erpicht drauf. Ja, kannst du halt dann einen Tag später in eBay eine ums Dreifache kaufen. Naja, ist ein Schweizer sein, bin ich gespannt. Ja, da kannst du noch eher Glück haben, tatsächlich. Da kannst du noch eher Glück haben. Und ansonsten kaufst du es halt digital. Ja, ganz ehrlich, ich hab mir jetzt einfach nur in Anführungszeichen Standardversion gekauft, weil es mir das gelangt. Ja, also ich brauche jetzt da nicht irgendwie noch so Zusatzzeug, weil faktisch ist so, dass du die Soundtracks zum Beispiel kannst du einen Tag später alle auf YouTube finden. Alle. Also von daher. Aber gut, klar, Sammleraspekt ist da natürlich ein ganz anderer. Brauchen wir nicht reden. Na gut, so, ich habe es gesagt. Wir gehen jetzt zum Mike. Moment, müssen wir mal schnell schauen. Der Mike macht halt einen entspannten Musikstream, habe ich gehört. Genau. Den haben wir schon eine Zeit nicht mehr geredet. Haben wir letztes Mal erst drüber geredet, dass sich das bestimmt einmal wieder ausgeht, dass wir einen Mike raiden können. Heute ist tatsächlich einmal der Tag, weil der Mike ist eigentlich in der Regel vor mir.
Je nachdem, weil ich streame eigentlich abends so. Von daher passt das eigentlich halt ganz genau. Und erst der Mike und dann Wifi. Bei God of War und Mike. Was Musik wird sicher wieder episch bei God of War und oh ja. Also auf Musik von God of War freue ich mich auch schon wieder brutal. Das kann, wie gesagt, das Spiel kann nur gut werden. Ja, das kann nicht irgendwie in die Hosen gehen. Das ist einfach, bei God of War ist das nicht möglich. Wie gesagt, das sind jetzt pass auf, 1, 2, 3, die 2 PSP-Titel, Ascension, es sind jetzt 7 God of War Spiele und alle 7 haben überzeugt. Von daher kann es einfach nur gut werden. Gut, Freunde, wir haben einen Raid-Command, kennen wir alle, wir haben auch einen Discord-Server, da könnt ihr auch gerne mal draufkommen. Ja. Kriegt mit, wann ich live gehe und so weiter und so fort. Ja, gerne mal draufschauen, gerne mal mit mir reden, gerne mal mit den anderen reden, die schon drauf haben. Vielen Dank dafür. Dann hätten wir noch, ja genau, Raid-Command steht eh schon da. Einfach kopieren für Subs und für Non-Subs, beim Mike einfügen. Gerne mal noch auf den Following-Button drücken, wenn du es noch nicht da hast, falls du heute neu da bist. Support ist kein Mord, wir haben 187 Follower. Danke nochmal an die off-stream dazugekommen haben. Ich weiß nicht, ob es ja da hat, fühlt es euch gedrückt. Vielen Dank. Und ja, dann sehen wir uns morgen auf der 5 wieder. Spielen wir genau da wieder weiter an der Stelle mit Spider-Man. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag, einen angenehmen Sonntag. Viel Spaß beim Mike. Schön Kopfhörer auf dran, ja, damit es ja richtig reinhaut. Und dann hören wir sie morgen. Okay? In diesem Sinne, merci fürs Zuschauen, merci fürs Lurken, merci fürs Chatten. Ihr wisst es ja, wie es ist. Und haut euch rein, bis morgen. Für euch. Gern, Mascha, gern.